Willkommen bei der 6. Aufnahme bei der 6. Staffel des Memory Alpha Podcasts. Wir feiern den 20. Geburtstag von Memory Alpha. Das Projekt ist im November 2003 auf Englisch gestartet. Ich bin Florian und zusammen mit Jan habe ich dann im Mai 2004 die deutsche Version von Memory Alpha gegründet. Heute in der 6. Aufnahme haben wir so viele Gäste, ich kann sie gar nicht aufzählen. Wir fangen heute an mit Jörg Hillebrand, der auch schon zweimal dabei war, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch und zum ersten Mal bei uns auf Deutsch. Wir hatten bereits eine englische Aufnahme. Zum ersten Mal dabei auf Deutsch ist Bernd Schneider, bekannt von Ex Astris Scientia. Später werden noch 4 weitere Gäste hinzukommen von dem Podcast 4 unter Deck. Thema für uns heute wird sein die Zukunft von Star Trek. Und das Thema ist so groß, ich kann noch nicht mal sagen, wo wir dann enden werden, aber wir haben auf jeden Fall die besten Gäste dabei. Bernd Schneider hat Star Trek von Anfang an mit begleitet. Ist das richtig, Bernd? Ja, zumindest von Anfang an in Deutschland, als es 1973 losging, ZDF, Samstagnachmittag, erstes Programm lief Sportschau, zweites Programm lief Star Trek. Und ich hatte das Glück, dann auch Star Trek gucken zu können. Nicht wie viele andere Kinder, Jugendliche, die dann hinter dem Vater zurückstehen mussten, der Sportschau sehen wollte. Natürlich, ich war damals 6 Jahre alt. Es liefen Menschen in bunten Kostümen rum. Das war halt als Kind auch so faszinierend und hatten diese Props. Also ich denke, einen Phaser habe ich auch aus Lego mal nachgebaut. Das ist halt das, was einen so als junger Mensch daran interessiert. Und ich bin dann, muss man sagen, nie so der große Fan geworden, 70er, 80er. Das ging dann so richtig los in den 90ern, was auch damit zu tun hat, der Zugang zu dem Material war über Internet auf einmal so barrierefrei. Es konnte jeder dran teilhaben. Ja, Jörg, wie war das bei dir? Wann hast du den ersten Kontakt mit Star Trek gehabt? Ich feiere ja tatsächlich jedes Jahr den 20. Oktober 94 als der Tag, an dem ich zum Trekkie geworden bin, weil ich einfach der Tag ist, wo ich nachvollziehen kann, dass ich zum ersten Mal mich rangesetzt habe und mir Notizen gemacht habe zu allem, was mich interessiert hat an der Folge. Wenn ich genauer darüber nachdenke, bin ich aber, glaube ich, irgendwann in den so vielleicht 91, 92 um den Dreh, muss ich zum ersten Mal mich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt haben, weil mein bester Kumpel Andy, der hatte damals schon einen Videorekorder und der hatte im ZDF TNG-Folgen aufgenommen. Und wenn wir dann bei ihm waren, hatte er dann die Kassetten rausgeholt und dann haben wir ein paar Folgen geguckt. Und ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt habe oder wo ich es erzählt habe, also wenn es doppelt ist, bitte rausstreichen, dass wir irgendeine Folge der ersten Staffel geguckt haben bei ihm auf Videokassette und ich habe nicht gecheckt, dass Riker ist. Ich dachte, das wäre Kirk. Der sah für mich aus wie Kirk. Also ich hatte mal richtig wenig Ahnung von Star Trek. Aber ich kann mich so ein paar Folgen erinnern, die wir bei ihm geguckt haben, die mir in Erinnerung geblieben sind. Das war Hotel Royale zum Beispiel, ganz viele frühe Folgen der 3. Staffel, die ich damals einfach unglaublich gut finde und sind ja auch unheimlich gute Folgen. Und da ist das so langsam angefangen und das war dann so weit, dass ich dann am 20. Oktober 94, da lief kein TNG, da lief TOS, aber dass ich mir gedacht habe, okay, das macht mir so viel Spaß, ich will jetzt nicht nur das einfach gucken nach der Schule, sondern will auch mir irgendwie Notizen dazu machen und mir dann ein bisschen Gedanken dazu machen. Und so ist das halt 94 angefangen. Meine allererste Star Trek-Erinnerung ist aber tatsächlich, dass ich im Spielzimmer vom Fernseher saß und irgendwas gebastelt oder gemalt habe und im Hintergrund lief Porter rettet ihre Kinder. Genau, und das muss noch früher gewesen sein. Das ist so die allererste Erinnerung, aber das war für mich dann einfach so, es lief da und das fand ich irgendwie interessant, aber hat nichts so in mir geweckt. So. Das kam erst mit TNG. Ja, jetzt haben wir Bernd und Jörg ja nicht umsonst so eingeladen, wie sie sind. Ihr habt beide eine besondere Beziehung, Jörg. Wie kam das denn dazu? Bernd hat ja schon gesagt, dass das Coole an den 90ern ja war, dass man im Internet plötzlich ganz viel Informationen über Star Trek finden kann. Und wir haben 99 erst Internet bekommen. Dann habe ich natürlich auch auf allen möglichen Seiten
Ausschau gehalten nach den Dingen, die mich am meisten interessiert haben, damals schon Raumschiffe, außerirdische Raumschiffe und habe dann verschiedene Seiten, die es schon lange, lange nicht mehr gibt, gefunden und unter anderem auch Ex-Astris. Und Bernd weiß, glaube ich, genauer, in welchem Jahr das war. Ich habe per Zufall gestern noch drüber nachgedacht. Wann fing das eigentlich an? Fing das an, als ich aus Australien wiedergekommen bin oder war das erst später? Du hast mich zum ersten Mal kontaktiert, 2004 war das. Ja, okay. Das war mit den Kazon-Schiffen, wo du identifiziert hattest. Die einen haben diese Cockpit-Section und die anderen sollen größer aussehen und das hatte ich bisher nicht bemerkt und du hattest dann, ich glaube, alles schon zusammengefasst, beziehungsweise hattest dann angefragt, ja, ich habe mir das mal genauer angesehen, soll ich dir Screencaps schicken? Und ich, ja. Und ja. Also das muss dann so tatsächlich gewesen sein. 2003 war ich in Australien, bin im November wiedergekommen und hatte mehrere Monate Zeit, bis die Uni wieder losging. Und das war dann ja 2003, 2004. Und da habe ich, als ich wiedergekommen bin, erstmal Deep Space Nine komplett alle Screenshots gemacht von allen Staffeln. Und wenn das 2004 war, dann muss ich dann ja gerade Voyager, die ersten Staffeln auf DVD bekommen haben. Und dann ist mir das wahrscheinlich aufgefallen. Dann hattest du, glaube ich, aber schon den Artikel zu den Kazon-Schiffen und dann ist mir aufgefallen, das habe ich was Neues gefunden. Genau. Der war da, aber war noch nicht korrekt. Okay. Genau, dann habe ich dir das zugeschickt und ich glaube, dann bin ich auf die Idee gekommen, dass ich so andere Ideen noch hätte für andere Raumschiffartikel, ob du da Interesse hättest. Wahrscheinlich eine der ersten muss gewesen sein zu dem Talarianischen und Tamarianischen Schiff, wo ja auch dasselbe Modell verwendet worden ist, weil ich mich da auch daran erinnern kann, dass ich tatsächlich, bevor ich Screenshots machen konnte und bevor es die Serie auf DVD gab, immer dann mit 2 Videokassetten hin und her geguckt habe, ist das dasselbe Schiff? Und dann versucht, mir das einzuprägen, das aufzuzeichnen. Und das war halt das Coole, das hat mich immer schon interessiert und dann kam plötzlich die Serien auf DVD raus und ich konnte Screenshots machen und konnte es direkt vergleichen. So, und dann hatte man natürlich plötzlich eine riesige Grundlage an Ideen für Artikel, die man schreiben kann, die ja, wie du ja selber weißt, bisher mir immer noch nicht ausgegangen ist. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, all das zu schreiben, was mir durch den Kopf geht. Ich habe jetzt schon wieder 3, 4 neue Ideen in den Sommerferien gekriegt, aber bin ich dazu gekommen. Ja, ich wünschte, ich hätte Zeit, das Backlog mal aufzuarbeiten. Also ich habe immer noch eine Liste von Ideen oder auch schon von fertig formulierten Artikeln, die du mir mal geschickt hast. Das geht über 10 Jahre zurück. Da sind immer noch Teile dabei, die nicht bearbeitet sind. Ja. Geil, aber was ich cool finde, ist ja, dass du bei vielen Artikeln die HD-Screenshots mittlerweile ausgetauscht hast. Das fand ich super. Das war sicherlich schweineviel Arbeit. Ja. Bin ich dir mega dankbar für, aber das ist total cool. Ja, man hat ja seine Quellen. Also neben Memory Alpha möchte ich hier vor allen Dingen mal TrackCore erwähnen, die die riesige Screencap-Datenbasis haben. Gut, daneben gibt's noch Arianes Star Trek Gallery und es gibt noch Cygnus X1, die möchte ich noch lobend erwähnen. Da bediene ich mich wirklich regelmäßig und manchmal muss man aber auch, man braucht einen Screenshot, der auf eine Zehntelsekunde genau getimed ist, um irgendwas erkennen zu können und dann muss man natürlich notgedrungen selbst ran. Richtig, genau. Und ich kann keine HD-Screenshots machen. Ich lasse dann tatsächlich die Folge oder den Film laufen mit irgendeinem Streaming-Service und dann habe ich, glaube ich, Screenshot heißt das Programm, drücke ich 2 Tasten und dann habe ich meinen Screenshot versucht zu verwenden. Ja. Ich habe da auch meine Software. Leider ist es bei den Streaming-Diensten. Das war echte freudsche Fehlleistung. Leider ist es bei den Streaming-Diensten so, dass die Kompression teilweise recht drastisch ist. Gerade bei bewegten Szenen sieht man Klötzchen und das ist schade, weil sonst könnte man noch besser qualitative Screenshots machen. Ja, aber okay, Hauptsache, wir kriegen es irgendwie zusammen. Genau, und haben das dokumentiert, das ist immer das Wichtigste. Ja. Zukunft von Star Trek, das heißt ja nicht nur der Serie selbst, sondern auch von den Leuten, wo es bei Memory Alpha hingeht, haben wir in den letzten Jahren gesehen, immer mehr Werbung, immer mehr Kommerzialisierung.
Bernd, deine Webseite ist komplett frei von jeglicher Werbung. Du machst es hauptsächlich ganz alleine. Du bist sozusagen Webmaster. Du arbeitest auch noch, du sprichst fließend HTML, habe ich, glaube ich, gehört. Wo wird denn da die Zukunft hingehen? Du bleibst auch dabei, das alles in HTML weiterzuführen? Es wird auf absehbare Zeit dabei bleiben. Die größte Herausforderung, die ich bezüglich HTML hatte, ich hatte irgendwann angefangen 1998 mit Frontpage, einer Microsoft Software, wo ich mich schnell mit angefreundet habe, weil sie hat halt so funktioniert wie WinWord und die aber schnell so ihre Grenzen gezeigt hat, denn HTML hat sich weiterentwickelt. Irgendwann kam CSS mehr oder weniger zwingend dazu, beziehungsweise es ist die einzige sinnhafte Weise, Seiten zu codieren, indem man Content und Style voneinander trennt. Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, ja, also was Frontpage kann, das kann ich doch vielleicht auch. Und habe mir dann das HTML quasi selbst angeeignet und angefangen im Texteditor. Notepad++ hat super Plugins, also bietet mir alles, was ich brauche. Das Schlimme an Frontpage war, diese Tags, die man braucht. Man hat zum Beispiel klassisch den Font-Tag im HTML und dann hat man Font Size, Font Face. Da war Frontpage halt sehr kreativ, wie das dann geschachtelt wird. Einmal so rum und wenn man dann noch mehrere andere Tags hat, dann gibt es sehr viele Permutationen, die da auftreten können und das hat sich dann als sehr schwer herausgestellt, das dann per Hand ohnehin nicht, dann per Skript zu konvertieren, weil immer wieder neue Permutationen aufgetreten sind, die dann nicht erkannt, wo es dann beim Regex kein Match gab und wo ich dann an dem Regex wieder rumbauen musste, bis dann ich alles erfasst hatte. Hat sehr lang gedauert, es hat sich aber gelohnt. Der Code ist jetzt clean. Wie würdest du das mit den neuen Medien sehen? Also die neue Generation, die ist natürlich eher auf TikTok, Instagram, Facebook unterwegs. Wie passt da eine klassische HTML-basierte Seite wie Exastris mit rein? Ja, schwer, denn in neuen Medien, es geht sehr viel um Bewegung. Also TikTok, ich habe nie reingeschaut. Ich habe mir sagen lassen, dass man durch Videos, durch kurze Videos durchscrollt und dann quasi diese, ja, ich möchte sagen, so eine Art Dauerberieselung dadurch hat. Und es ist natürlich schwer, traditionellen Content, er passt da nicht rein in die neue Medienwelt. Es ist ja schon schwer, zum Beispiel bei the website formerly known as Twitter. Ich möchte es nicht aussprechen, wie es jetzt heißt. Nein! Und es ist ja schon schwer, dort mit traditionellem Content aufzufallen. Also ja, typischerweise ist es so, wenn ich dort einen neuen Artikel poste, ja, kriegt er so 10, 20 Likes. Wenn ich ein lustiges Bild poste, sind es 100 bis 200 Likes. Und das ist so dieses Symptom. Also es liegt zum einen daran, dass es nicht so viele Leute sehen, weil Twitter sagt, hier externer Link, das wird benachteiligt, aber zum anderen ist es so, ja, die Leute sind auf Twitter und gehen auf Twitter dadurch und werden Twitter jetzt nicht unbedingt auch verlassen, um diesen Artikel zu lesen. Und das ist halt die Krux, mit der wir heute da auch zu kämpfen haben, wenn wir unser eigenes Ding machen und nicht auf Plattformen sind. Und Jörg, du bist natürlich mit deinen Schülern stark in Kontakt. Wie ist so deine Erfahrung, wie der Zugang zu Star Trek bei der Generation ist? Also
Oder anders gefragt, welchen Artikel von Ex Astris würdest du den Schülern geben, um hier, lest euch mal in Star Trek rein und seht, wie schön das ist? Ich würde denen gar keinen Artikel geben, die sollen gefälligst die Serie sich angucken. Und danach können sie sich den Artikel anschauen. Ich erzähle denen immer alles Mögliche, wozu ich schon was geschrieben habe oder was mich interessiert. Aber ich überlege immer, was kann man mit denen gucken, wie kann man die ranführen. Deswegen war ich so froh, dass es Prodigy gab. Habe ich ja tatsächlich die Pilotfolge mit allen Klassen, die ich zu dem Zeitpunkt unterrichtet habe, kurz vor Weihnachten geguckt. Und fand das toll, dass dass die Schüler das ganz spannend fanden und ganz anders gesehen haben. Vorgestern hatte ich Freunde hier, die auch mit Star Trek, also ein Kumpel, der mit Star Trek nichts am Hut hat. Und mit dem, weil wir am Abend vorher hier zusammen, ich glaube, wir haben in Jurassic Park geguckt und dann noch den ersten Star Wars Film, ein bisschen was getrunken, Pizza bestellt. Lief ja morgens dann die neue Folge Strange New Worlds und die haben wir uns dann zusammen angeguckt und der hatte keine Ahnung von Star Trek wirklich, aber sagte, das ist sehr spannend eigentlich. Fand er ganz cool, weil halt viel Action drin war und die Gorn sehen ja auch ziemlich cool aus. Von daher, man muss einfach genau überlegen, welche Folgen oder was kann man den Kiddies, ich glaube, immer noch ohne Probleme zeigen kann. Du, ich mache immer Werbung, das weiß jeder in der Schule, dass ich Star Trek liebe und ich weiß nicht, wie oft ich im Unterricht sage, diese Vokabel weiß ich nur, weil ich das in der Star Trek-Folge gehört habe. Wenn ihr auch Star Trek gucken würdet ihr das auch wissen. Biounterricht genauso. Wenn ich Neurophysiologie unterrichte, sage ich das auch immer. Das wusste ich schon vorher, das habe ich in Star Trek schon gesehen. Ich kann immer nur als gutes Beispiel vorangehen und zeigen, wie viel Spaß mir die Serie macht und auch wie viel ich wirklich dadurch gelernt habe für meine beiden Fächer und auch für viele andere Dinge, die ich nur weiß, weil ich es in Star Trek gesehen habe. Und häufig ist es aber doch so, dass dann die Kinder sagen, ja, das hat mein Papa, das guckt mein Papa auch. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt habe, ich hatte ja letztens auf dem Elternsprechtag, hatte ich 2 Väter, die da zum Elternsprechtag kamen, was ungewohnt war, weil sonst die Mütter eigentlich immer kommen. Und dann habe ich ein bisschen was über deren Töchter und Söhne erzählt und am Ende sagten die so, Hildebrand, ich wollte Ihnen nur sagen, ich habe das gesehen, dass Sie bei Star Trek PK mitgearbeitet haben. Ich gucke das auch, ich finde das voll cool. Das war mega lustig. Dann haben wir ein bisschen über Star Trek geredet und ich fand das toll, dass sie dann zum Elternsprechtag gekommen sind. Aber das ist tatsächlich so. Deswegen, wie gesagt, das enttäuscht mich so, dass das mit Prodigy jetzt so in die Binsen geht, weil wir brauchen eine Serie, die auch jüngere Leute zu Star Trek führt. Ne? Es gab ja damals in den 1970ern die animierte Serie, die Animated Series und Prodigy und Lower Decks sind ja jetzt die ersten modernen Serien, die auch animiert sind. War TAS damals eigentlich für Jugendliche und Kinder gedacht oder andersrum gefragt, meint ihr, es gibt einen Markt für Star Trek in der jüngeren und mittleren Generation, also ich sag mal von 12 bis 16? Ja, also zur ersten Frage müsste man jetzt sagen, war vielleicht auch TOS damals schon für Kinder gedacht, zumindest so, wie es in Deutschland vermarktet worden ist. Mit flotten Synchrosprüchen, mit einer Folge, die sogar im Sinn verändert worden ist, Amok Time, das und da passte TAS natürlich ins Konzept voll rein als Fortsetzung von TOS. Und also zur ersten Frage klares Ja. Es war mehr so eine Kinderserie oder ist vielleicht mehr so zu einer Kinderserie geworden. Obwohl das originale Konzept vielleicht doch war, ja, wir machen eine ernsthafte Fortsetzung der Original Series. Und aber ein Fakt aus TAS, es ist während der ganzen Serie keiner von Kirks Besatzung gestorben, kein Redshirt. Also dieser Fakt macht für mich nochmal klar, ja, das war durchaus die Zielgruppe, auch Kinder und Jugendliche. Gibt es überhaupt einen Markt für jugendliche Star Trek-Serien? Was glaubt ihr? Oder ist das eher ein Ding für Erwachsene? Also ich selbst bin ja nur auch mit 12 oder dann später 14 Star Trek-Fan geworden. Das war mit TNG und das ist keine Serie, die für Kinder gemacht ist, aber irgendwas hat mich, und die auch nicht für Kinder dann umsynchronisiert worden ist, aber irgendwas hat mich ja trotzdem an der Serie damals schon fasziniert und was ich jetzt einfach merke, je älter ich werde, Star Trek-Folgen, die ich seit Jahren gerne gucke und die ich ja immer schon cool fand, jetzt als Erwachsener, ich bin 43, aber als älter werdender merke ich, dass sie mich ganz anders, dass die mich auch noch anders erreichen. Also mein Vater ist vor einem Jahr ungefähr gestorben und alle Folgen, in denen es um Vater geht oder Todesfälle geht, die
sehe ich jetzt komplett anders und die wirken auch ganz anders. Und das ist so eine Sache, die ich früher immer schon über die Simpsons gesagt habe. Als Kind fand ich das lustig, habe die einfachen Gags verstanden, die ganzen Anspielungen überhaupt nicht verstanden. Je älter man wird, da sind immer noch andere Ebenen und Schichten drin, die man erst später versteht und wo man dann als Erwachsener drüber lacht oder die man interessant findet. Und das ist bei Star Trek, merke ich jetzt immer mehr auch so. Das sind Dinge, die ich als Kinder schon cool fand und manchmal sind es einfach Raumschiffschlachten oder coole Aliens, aber manchmal auch schon wirklich dann die tiefgründigen Geschichten und Stories. Aber Dinge, die man dann, wenn man älter wird, dann einfach dann anders sieht oder auch anders versteht und die dann trotzdem immer noch packen. Und wie gesagt, mich als 12, 13, 14-Jährigen hat's gefesselt und dann habe ich mich auch für die anderen Serien, Star Trek-Serien begeistert. Warum sollte das heute für die heute 13, 14, 15-Jährigen anders sein? Egal ob jetzt die alten oder neuen Serien. Und wie gesagt, Prodigy gibt's halt für die noch Jüngeren. Das wäre cool gewesen, wenn, oder ich hoffe, dass das noch weitergehen wird. Die Chance ist ja noch da. Ja, auf jeden Fall. Ja. Es ist ja irgendwie so, dass das Paramount Plus das jetzt irgendwie meistbietend verkaufen möchte und dass es da aber, also irgendwie muss es doch eine Klausel geben, dass das auch weiter produziert werden kann und nicht, dass jetzt Paramount Plus sagt, ihr dürft die zweite Staffel noch senden, aber weitere Folgen, nö, das wollen wir nicht. Also ich denke, da wäre das Unverständnis unter den Fans auch so groß, also auch dieser Aufschrei, den es völlig zu Recht gegeben hat, als dann Prodigy auf einmal weg war. Ja. Nach diesen Versprechungen bei Paramount Plus bekommt ihr das komplette Paket Star Trek. Und ja, bis auf Prodigy, das ist jetzt weg. Und das hat völlig zu Recht Empörung ausgelöst. Und ich glaube nicht, dass sie da nochmal, dass sie das nochmal wollen. Nein, und allein die Tatsache, dass sie jetzt vor kurzem auf StarTrek.com ja die ersten 3 Minuten der zweiten Staffel gezeigt haben, habe ich auch gedacht. Also und ich glaube auch wirklich, dass es bald ein neues Zuhause finden wird und dass es irgendwie weitergeht, weil das hätten die sonst nicht gemacht, sonst wäre es wirklich komplett verschwunden. Ja, also die hätten es nicht geteased. Also das waren ja die Produzenten, die es geteased haben, aber die hätten es nicht gedurft, wenn da nicht irgendwas schon hinter den Kulissen klar gemacht würde. Bevor wir mit dem Thema Star Trek bzw. Zukunft von Star Trek weitermachen, lasst mich doch mal ganz kurz die 4 Leute von 4 unter Deck reinholen. Ja, wir begrüßen hier erstmals in unserem Memory Alpha Podcast einen anderen Podcast, nämlich den Podcast 4 unter Deck. Und dieser besteht aus Daniela, Tanja, Arne und Boris. Und ich möchte einfach unsere Gäste einladen, sich selbst vorzustellen und beginnend mit Tanja. Hallo, ja, danke für die Einladung. Total schön hier zu sein in der Runde. Genau, wir sind 4 unter Deck. Wir besprechen Star Trek Lower Decks mit viel Liebe und Humor, genau wie die Serie selbst ja auch ist. Was soll ich da noch groß zu sagen? Ich weiß nicht, ob ich direkt weitergebe an Arne zum Beispiel, unseren Host. Ja, hallo, ich bin Arne. Ich habe mit 4 unter Deck einen großartigen Star Trek Podcast. Das ist einer von 2, die ich habe. Gestern, heute, übermorgen ist der andere. Auch großartig. Und bei 4 unter Deck besprechen wir halt die Episoden von Star Trek Lower Decks. Und zwar eine Episode pro Folge Podcast. Und das kann dann schon mal ausarten. Ich glaube, unsere längste Folge war 4 Stunden lang. Und wie ihr wisst, sind diese Lower Decks Folgen mehr so 22 Minuten. Ja, und ich schneide und produziere den Podcast halt. Aber ich mache das natürlich nicht alleine, sondern zum Beispiel macht die Zusammenfassung immer Daniela. Ja, hallo. Ja, die Zusammenfassungen sind dann auch ein bisschen kürzer, die mache ich ja alleine, aber sobald wir alle miteinander reden, artet es aus. Mal gucken. Ja, und ansonsten haben wir natürlich noch Boris dabei. Ja, danke schön. Ja, ich bin, glaube ich, der Oldie hier bei den Unterdeckern. Ich bin der alte, gediente Technikingenieur oder so. Ja, wir haben immer sehr viel Spaß an Lower Decks, weil das, weiß ich nicht, ob wir dazu kommen werden, aber es ist ein ziemlicher Überraschungserfolg für uns alle war. Und ja, wie Arne schon gesagt hat, wir gehen da streckenweise sehr ins Detail, und zwar nicht nur jetzt Frame by Frame, was zu sehen ist, auch wenn wir das nicht auslassen, aber es geht eben auch ganz viel um die Charaktere, um die Entwicklung, um die Motivation hinter den Entscheidungen der einzelnen Protagonisten.
Und das macht uns halt sehr viel Spaß, das auszuarbeiten und eben zu sehen, wie die Entwicklung über die Serie hinweg ist. Da haben wir sehr viel Spaß dran. Ja, das ist wunderbar, dass ihr jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt dazugekommen seid. Wir hatten uns gerade auch über die anderen animierten Serien unterhalten und über Zukunft. Und wie seht ihr denn von Lower Decks die Zukunft? Wird irgendwann auch der Bannhammer von CBS oder Paramount genauso zuschlagen wie bei Prodigy? Oder ist das eine Serie, die geht in die 7. Staffel wie bei Next Generation? Das ist jetzt die Frage, wer darauf antwortet. Also meine Hoffnung dazu ist erstmal, dass es natürlich mal mindestens 7 Staffeln gibt. Meine Hoffnung ist auch, dass es mehr Staffeln gibt, weil, wie wir uns erinnern, war früher eine Staffel irgendwas über 20 Episoden lang. Das ist heute ja nun nicht mehr so und mit, ich sag mal, läppischen 10 Episoden, Leute, da ist auch was möglich. Die Frage ist halt immer, wer es bezahlt und wer macht es. Und meine größte Hoffnung dabei ist eigentlich, dass die Ideen da sind. Also, dass man es nicht macht, weil man es machen muss, um irgendwelche Verträge zu füllen, sondern dass man es macht, weil man es will, weil man etwas zu sagen hat. Die Angst habe ich bei Lower Decks im Augenblick nicht, weil mein persönliches Gefühl dabei ist, dass die MacherInnen hinter diesem Projekt unfassbar übersprudeln vor Dingen, die sie uns noch erzählen möchten. Und meine Hoffnung ist, dass es immer jemanden gibt, der das finanziert. Ja, Lower Decks sprudelt tatsächlich über vor irgendwelchen Easter Eggs und Andeutungen und teilweise auch Sachen, die irgendwelche Fans gezeichnet haben, tauchen da drin auf. Jörg, wie siehst du das denn? Du hast das Auge fürs Detail. Ich weiß nicht, ob du Lower Decks verfolgt hast. Du hast dich ja hauptsächlich mit Picard in den letzten Wochen und Monaten befasst und mit Next Generation auf Twitter. Hast du da einen Bezug zu den Easter Eggs in Lower Decks? Natürlich. Also jede Star Trek Serie, die neue Folgen zeigt, wird von mir komplett in Grund und Boden auf Details untersucht. Ich würde viel mehr Zeit gerne daran investieren, mich auch mit Lower Decks zu befassen, aber da kommt ja eine Woche später schon die nächste Folge. Deswegen freue ich mich drauf, wenn irgendwann ich mit TNG fertig bin, mit Deep Space Nine und Voyager und den anderen Serien und bei den neuen Serien ankomme und dann wie im Moment Wochen oder Monate lang mir eine Folge sozusagen vornehmen kann. Ich freue mich riesig auf Lower Decks, weil da tatsächlich ja so viele Dinge im Text oder auch im Hintergrund zu sehen sind, so viele Anspielungen, nicht nur lustige Anspielungen, auch wirklich also Hardcore-Details sozusagen. Ich liebe das, Lower Decks auseinanderzunehmen, was das angeht. Ich weiß aber auch, dass ich mich jetzt auf die nächsten 4 Wochen freue, wo keine neue Star Trek-Folge läuft, weil ich mich jetzt wieder ein bisschen mit TNG auseinandersetzen kann. Und ich weiß, Lower Decks-Folgen sind einfach, obwohl sie nur 22 Minuten lang sind, so dicht mit Zeug, dass man da einfach viel arbeitet. Das werdet ihr von eurem Podcast sicherlich auch wissen, wenn ihr euch nur mit Lower Decks auseinandersetzt. Und ja, ich kann nicht gut nachvollziehen, dass man 4 Stunden über die Serie sprechen kann. Wie gesagt, jede neue Star Trek-Staffel, jede Folge versuche ich gründlich zu analysieren und deswegen freue ich mich auch auf die 4. Staffel Lower Decks und die 5. Staffel ist ja schon angekündigt, also wissen wir auch, dass es da auf jeden Fall noch weitergehen wird bis zur 5. Staffel und dann schauen wir mal. Ich wünsche mir auch noch ganz viele weitere Staffeln auf jeden Fall. Absolut. Und was du gerade gesagt hast, die Folgen sind total voll und es gibt natürlich super viele Referenzen, aber es sind nicht nur die Gags und Referenzen auf andere Star Trek, dass die Serie so reich macht, sondern tatsächlich, dass eine Geschichte erzählt wird, wie Boris schon gesagt hat, dass Charaktere aufgebaut und weitererzählt werden und dann die Serie in sich auch referenziert und sich weiterentwickelt. Und das ist total schön zu sehen. Und wir wissen ja mittlerweile, dass diese 10 Folgen eine Staffel auch in Universe nur ein halbes Jahr sind. Also würden wir uns natürlich wünschen, dass es 7 Jahre, also 14 Staffeln lang geht. Und ich glaube auch, sie haben genug, was sie da erzählen können. Das ist natürlich die Frage, irgendwann werden unsere ProtagonistInnen keine Lower-DeckerInnen mehr sein. Und dann ist die Frage, wie das weitergeht. Aber es kommen ja jetzt auch langsam die ersten Mentees an Bord, denen sich angenommen wird. Und dann wird das bestimmt auch viel Futter haben für weitere Geschichten. Ich habe auch die Vermutung tatsächlich, dass bei Lower Decks noch sehr, sehr viel Potenzial ist, da gute Folgen zu schreiben, weil ich bislang bei keiner erschienenen Folge das Gefühl hatte, oh Mensch, da ist jetzt aber 2 Minuten lang wirklich nichts passiert und nichts Neues gezeigt worden, sondern die sprudeln ja wirklich über mit Details. Bei uns gibt es im Podcast den Running Gag, die hatten das Set halt noch von damals aus Deep Space Nine, da mussten sie das halt wiederverwenden, so. Ja. Also es ist wirklich schön, wie viele Details in diesen Sets, in diesen virtuellen Sets bei Lower Decks stecken. Ja,
aber eben auch in den Geschichten. Und ich erinnere mich auch, wie oft wir schon gesagt haben, naja, also für Lower Decks war das jetzt meine schwache Geschichte. Das heißt, es ist immer noch eine der besten Geschichten, die je in einer Serie aufgetaucht sind. Nur hier ist es dann ein bisschen weniger als der Standard. Ich erinnere mich, wie wir schon diskutiert haben, über eine Episode, die mit einer brutalen Länge von 23 oder 24 Minuten, also mit Überlänge gestartet ist und vielleicht sogar ohne Cold Open, weil man ja keine Zeit hatte. Und wir dann schon gesagt haben, also früher wäre das mal mindestens eine Doppelepisode gewesen. Und ich sag mal, so andere Serien, die heutzutage produziert werden auf Netflix und Konsorten, da wäre so manche Episode wahrscheinlich zu einer kompletten Staffel ausgeschlachtet worden. Ja. Und Lower Decks drückt das einfach mal in 24 Minuten rein. Da darfst du aber auch nicht einmal blinzeln, sonst ist vorbei. Ja. Mal eine Sache zu Star Trek generell, also von Lower Decks ganz abgesehen, sondern auch inklusive der anderen Serien über die ganzen Jahre. Daniela, Tanja, das geht jetzt hauptsächlich mehr an euch, weil mich interessiert eure Sicht auf die Sache, wie zum Beispiel weibliche Personen, weibliche Charaktere in Star Trek einen Stellenwert hatten. Hat sich das verändert über die Jahre? Ist das irgendwie anders geworden, besser geworden? Hat sich das ein bisschen normalisiert, dass es auch eine Frau als Captain gibt. Natürlich hatten wir das bei Voyager. Übrigens, Voyager ist so die einzige Serie, bitte aktualisiert mich, wo ich einen weiblichen Captain gesehen habe, oder? Naja. Discovery? Burnham und natürlich Freeman in Lower Decks. Also, und in den neuesten Serien, also in Lower Decks und Discovery, wobei Discovery so nicht so meine Serie ist, aber zum einen hat sich der Frauenanteil natürlich stark erhöht und normalisiert und auch die Figuren sind glaubwürdiger geworden. Bei aller Liebe zu Janeway, ich habe es damals gefeiert, als sie da war, weil endlich ein weiblicher Captain, endlich eine weibliche Hauptrolle. Ich habe damals Star Trek geliebt, aber es war schon so, der Mann an der Spitze. Trotzdem war sie schwierig als Identifikationsfigur. Zumindest in vielen Situationen hatte ich doch das Gefühl, die Geschichten sind für eine männliche Rolle geschrieben worden, die dann zufällig eine Frau gespielt hat. Und eben nicht, wie es heute ist, eine Captain Freeman, eine Michael Burnham, wo ich denke, wow, man kann es doch machen. Man kann starke weibliche Charaktere schreiben, die auch eine Hintergrundgeschichte haben und wirklich Figuren sind, die ich glauben kann. Und da hat sich Star Trek ganz groß weiterentwickelt. Das gefällt mir sehr gut. Absolut, ja. Also seit Discovery gibt es hier eine Normalisierung und ich möchte gar nicht von einer starken Frau sprechen, einfach eine normale Darstellung eines weiblichen Charakters. Und Janeway war inkonsequent geschrieben. Das war ein bisschen das Problem, das ich damit hatte. Und seit jetzt sind wir gerade dabei, dass einfach normale Frauen dargestellt werden, unterschiedlichen Fähigkeiten und Charakteren. Und sie sind nicht nur die Petersilie auf dem Teller, das Beiwerk, das neben dabei steht und das Eye-Candy irgendwie oder das Weiblein in Nöten, das irgendwie nochmal schreien darf. Ne, jetzt sind sie wirklich handelnde Charaktere. Und ich fand dann interessant, zum Beispiel gerade auch Strange New Worlds mit einem 50-50-Anteil, wo dann die ersten Stimmen laut wurden, wo es hieß, das wird jetzt aber übertrieben, das sind jetzt aber ein bisschen zu viele Frauen. Und ich denke mir, okay, zählt mal bitte durch. Dann haben wir solche Auflistungen bringen müssen und sagen, ja, jetzt sind wir endlich mal in der Realität angekommen. Das ist eine ordentliche Darstellung, sowohl in der Repräsentation, in der Anzahl der Personen, die dargestellt werden, als auch in der Unterschiedlichkeit und in der Lebensfähigkeit, dass es endlich richtige Darstellungen sind, ne? Ich finde auch gerade da ist Strange New World ganz fantastisch, weil das den Figuren, die wir ja schon sehr lange kennen, Uhura zum Beispiel, einfach einen Background gibt und auch Nurse Chapel, die Figuren auch in den alten Serien so viel besser machen. Ja. Das ist halt damals total übersehen worden und deswegen finde ich Strange New Worlds einfach, macht da einen sehr großen Schritt in die richtige Richtung. Und tatsächlich nicht, dass jetzt, weil ich es in letzter Zeit jetzt öfters gehört habe, dass Strange New Worlds hier quasi retconnen würde oder etwas verändern, gar nicht. Es füllt eine Leerstelle und bringt uns an den Stand, wo wir glauben können, dass die Charaktere, wie wir sie dann in TOS erleben, gerade zum Beispiel Schwester Chapel, agiert, zum Beispiel gegenüber Mr. Spock. Ich fand ihr Verhalten ihm gegenüber
äußerst merkwürdig und fragwürdig und ich kann das jetzt, wo ich Strange New Worlds sehe und mir auch ausmalen kann, wie es jetzt die nächsten Staffeln auch gedacht ist, dass die nächsten Jahre noch weitergehen, erklären, wie es zu dieser Art von Beziehungen nachher in TOS kommt. Und dann passt es auch. Dann ist es auch wirklich verständlich und glaubhaft. Muss ich aber gerade doch mal widersprechen, denn zunächst muss ich mal sagen, Strange New Worlds, die Charaktere finde ich super. Also ich finde die neue alte Uhura super. Ich finde auch Nurse Chapel super als Figur. Nur wie das jetzt mit TOS zusammenpassen soll, das erschließt sich mir leider überhaupt nicht. Es liegt halt gerade daran, dass Nurse Chapel, so wie sie jetzt in Strange New Worlds ist, natürlich eine moderne, realistische Frauendarstellung ist. Und in TOS war es halt eine sehr schüchterne, zurückhaltende, ja, fast devote Figur. Das wäre ja als Entwicklung von Nurse Chapel, wäre es ja eine Rückentwicklung. Wenn wir uns weiter auf den Standpunkt stellen, ja, das, was in TOS gezeigt wird, das ist weiter kanonisch und daher passt es für mich gar nicht zusammen. Also da möchte ich gleich kontern, wenn ich darf. Wir sehen von Schwester Chapel in TOS ja kaum was. Ne? Also wir bekommen sie eigentlich kaum erzählt. Ja, erzählt ja fast gar nicht. Gezeigt kriegen wir sie immer mal. Das sind die Momente aus einer gewissen Perspektive. Aber ihr Leben besteht aus noch viel mehr. Und das müssen wir uns dann halt jetzt dazu denken, aufgrund der Tatsache, dass wir wissen, dass sie einfach auch mehr ist. Ne? Aber ihr Verhalten zum Beispiel gegenüber Mr. Spock, dass sie eine gewisse Nähe doch immer wieder zeigt, erklärt sich aufgrund dessen, also das, was wir jetzt hier in Staffel 2 Strange New Worlds gesehen haben, für mich sehr. Das sehe ich ebenso. Außerdem war sie bisher einfach ein sehr flacher Charakter. Genau wie ich auch finde, Uhura, trotz all ihrer Vorbildfunktion, ist nie ausgeschrieben worden, hatte nie einen Background, hatte nie eine Geschichte, einen Charakter. Und darum kannst du da jetzt eigentlich reinschreiben, was du willst, weil wir hatten nur ein Bild, wir hatten keine Figur, bei beiden Figuren. Also da möchte ich auch noch kurz ergänzen, weil mein letzter TOS-Rewatch ist dann doch schon eine Weile her. Meine sehr zaghaften Erinnerungen an Nurse Chapel aus der Vergangenheit sind tatsächlich gar nicht mal so devot. Also ich habe in Erinnerung, dass wenn sie zu sehen war, sicherlich nicht immer und sicherlich der Zeit geschuldet. Ich meine, wann ist das gemacht worden? Und man hat sich schon über viele Dinge hinweggesetzt, um diese Serie überhaupt auch ausstrahlen zu dürfen und war da sicherlich sehr progressiv damit. Was die Frauenrollen angeht, halt leider nicht so. Aber was ich an Nurse Chapel erinnere, ist eben, dass sie eben auch mal lauter geworden ist, sich über Dinge hinweggesetzt hat oder die entscheidende Meldung gemacht hat oder so etwas. Also ich hatte schon den Eindruck, dass sie da durchaus die Hosen anhat, um das mal so zu sagen. Ja, war jetzt nicht unbedingt mein Eindruck. Ich denke, worauf wir uns einigen können, ist, dass wir sagen können, ja, natürlich haben wir in TOS so einen Ausschnitt gesehen aus, sagen wir mal, der Perspektive der 60er Jahre. Und trotzdem kann ich diesen Ausschnitt nicht wirklich mit Strange New Worlds jetzt korrelieren. Also mir fällt das extrem schwer und ich bin natürlich mal gespannt, wie Strange New Worlds, es wird ja irgendwann auch auslaufen und wird dann übergehen. Vielleicht werden wir in der letzten Folge sehen, wie Captain Kirk dann auch das Kommando auf der Enterprise übernimmt und wie man dann das Ganze auch auflösen wird. Man wird vermutlich visuell etwas tun, die möglicherweise wird es dann nochmal neue Uniformen geben, die dann noch mehr wie in TOS aussehen, um das Ganze dann irgendwie visuell in TOS zu überführen. Aber irgendwie habe ich nicht den Eindruck, dass ich sehen möchte, wie dann die SNW Nurse Chapel zu TOS Nurse Chapel wird, weil die SNW Nurse Chapel ist, ja, so viel interessanter und also mit allem, was jetzt gerade auch gesagt wurde, ich werde mir das auch nochmal durch den Kopf gehen lassen, aber ich sehe es halt nicht so, dass Nurse Chapel in TOS immer noch dieselbe Figur ist.
Wie gesagt, ich finde, sie wird halt nicht erzählt. Ja. Ich habe da noch einen anderen Ansatz für. Ich glaube, dass es tatsächlich zwei verschiedene Dinge sind, die da passieren in dieser Welt und die uns gezeigt werden. Also die Enterprise ist ja auch immer die gleiche Enterprise, egal ob wir sie in TOS sehen oder ob wir sie in Strange New Worlds sehen. Und das kann mir keiner erzählen, dass das gleiche Ding ist. Deswegen glaube ich, dieser Moment, wo uns das erzählt wird, der spielt da einfach eine sehr große Rolle. Und wenn wir TOS nochmal neu erzählen würden, jetzt in unserer aktuellen Zeit, dann würde Nurse Chapel wahrscheinlich dazu passen. Ja. Und deswegen habe ich da wenig Schwierigkeiten mit, dass es früher einfach anders aussah, weil die Erzählzeit einfach eine andere ist als die erzählte Zeit. Ja, okay, das ist natürlich, sozusagen, das SNW-Schiff sieht anders aus und ist viel größer und schicker. Ähnliches gilt für Nurse Chapel. Genau, es gibt ja eine gewisse Übersetzung quasi, ne, dann hier in eine andere Zeit, in eine andere Erzählweise. Und wir hatten ja das zum Beispiel auch im Crossover mit Lower Decks jetzt in der zweiten Staffel, wo wir auch gesehen haben, wie diese Übersetzung funktioniert. Wir haben einmal die gezeichneten Charaktere und später auch die Realcharaktere, wie sie jeweils aussehen würden in der anderen Darreichungsform sozusagen, in der anderen Darstellung. Ne? Da haben wir das ja auch gesehen. Ja, ist zum Beispiel, ich fand das ganz lustig über die Serien hinweg, wie versucht wurde, die Änderung des klingonischen Erscheinungsbildes zu erklären. Weil in TOS waren das ja mehr oder weniger geschminkte Menschen. Weil aber auch einfach ja kein Budget da war. Also man muss sich ja immer auch mal die Produktion ins Auge rufen und nicht einfach immer nur so in-World denken, sondern eben auch mal die Produktion betrachten, so wie Arne das gerade gesagt hat, in welcher Zeit ist denn das mit welchen Mitteln erzählt worden. Und ich fand das ganz gelungen, wie man das dann versucht hat zu erzählen mit irgendwelchen Experimenten und Genmanipulationen und so. Das war ganz lustig, hätte es für mich nicht gebraucht. Es hätte mir vollkommen gereicht, in also die Enterprise, die Vorfolge, als man da Klingonen gesehen hat, wie wir sie aus den Spielfilmen von TOS-Zeiten ja auch kannten, dass man gesagt hätte, ja, und so sahen die übrigens schon immer aus, und mein Gott, wir hatten halt nicht das Geld für die Maske, stell's dir halt vor. Das ist dann am Ende für mich so, wenn ich so eine TOS-Folge mir nochmal angucke, dass ich das vor meinem geistigen Auge auch so sehe, so wie ich, wenn wir unsere Lower Decks-Episoden besprechen, überhaupt keine gezeichneten Flächen mehr sehe, sondern ich sehe da wirklich agierende Protagonisten. Sag mal, Boris, im Chat im Vorhinein hattest du, glaube ich, geschrieben, für dich das Thema Zukunft in Star Trek hätte sich in den letzten 2 Wochen in irgendeiner Form für dich verändert. Klär mich auf, hau mich um. Was meintest du damit? Also, wie viel Zeit habe ich? Also, ich müsste gleich aufs Klo. Ja. Also, ich bin sehr, sehr großer Star Trek-Fan. Und gekommen bin ich mit Next Generation, mit TNG. Ich habe als Kind natürlich TOS gesehen, dann und wann im Fernsehen, aber da muss ich sagen, ich war eher so auf der Seite Captain Future, und TNG, das habe ich eben auch mal irgendwie gesehen, so im Freundeskreis. Über TNG bin ich dann wirklich reingekommen, mit DS9 absolut da drin versunken. Mit Voy bin ich wieder ein bisschen geerdet worden. Das hat mir so auf lange Strecke immer mal wieder nicht, mal wieder sogar. Es war so eine Berg- und Talfahrt, da war ich so ein bisschen enttäuscht. Als dann Enterprise kam, war ich gehypt, habe mich gefreut darauf, das zu sehen. Fand das auch gut, wie es angefangen hat. Auch da gab es dann so eine Achterbahn, wo ich dachte, wissen Sie eigentlich noch, was Sie erzählen wollen und wie Sie das erzählen wollen? Bleibt doch mal bei irgendwie ein Konzept. Ich bin mir bis heute unklar, ob das einfach durch Änderungen in der Kommunikation mit den Fans ständig geändert wurde oder ob da andere Einflüsse eine Rolle gespielt haben, hat mir sehr missfallen. Also wie der Weg, den das Ganze gegangen ist. Und dann hat es mir missfallen, dass es plötzlich zu Ende war, weil ich denke, Enterprise ist bis heute eine der meist unterschätzten Serien, die es gibt. Es lohnt sich auf alle Fälle aus heutiger Sicht ein Rewatch, meine Meinung. Trotzdem war ich seinerzeit enttäuscht. Und dann war ja auch erstmal Schluss. So, die Übersättigung war irgendwie da. Und als es dann wieder losging mit Discovery, habe ich mich so gefreut auf Star Trek. Und
ich weiß nicht, ob es meine überzogenen Erwartungen waren nach all dieser Durststrecke oder ob es eine Unwissenheit oder mangelnde Ausführung in der Produktion war. Es hat mich nicht abgeholt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es eine schlechte Serie ist oder so. Da haben wir uns ja auch, wir vier, schon drauf geeinigt. Also ich will ja gar nicht immer nur schimpfen, weil es hat sehr, sehr viele neue Fans in dieses Universe reingeholt, die dann auch wieder zu den älteren Serien kommen. Also alles gut, aber es hat mich persönlich überhaupt nicht abgeholt. Ich war sehr enttäuscht davon, von einer Staffel zur nächsten Staffel, und ich muss dazu sagen, ich mag überhaupt diese staffelübergreifenden Erzählungen nicht, wo man gar nicht mehr sagen kann, weißt du die Episode wo, sondern unklar. Das hat mich so enttäuscht. Und dann kam Picard und ich habe mich so gefreut, weil ich so ein Picard-Fan bin und so ein TNG-Fan bin. Und dann wurde ich so enttäuscht von der ersten Staffel und so enttäuscht von der zweiten Staffel und so enttäuscht von auch da will ich nicht sagen, dass sie per se schlecht sind, aber es war nicht das, was ich erwartet habe. Dann kam Lower Decks. Lower Decks hat mich aufgemuntert, wo ich dann gesagt habe, okay, es gibt Fans da draußen und die bekommen Geld dafür. Und die SprecherInnen sind Hardcore-Fans, die den Kanon besser als die Produzenten kennen. Und die da helfen und die damit reinreden. Und das ist gut so. Weißt du, das ist das, wo wir immer gesagt haben, frag doch mal irgendwie, weltweit such dir 10 Fans aus und gib dem mal das Skript zum Lesen mit dem NDA. Und dann lass die Anmerkung machen und dann denk noch mal darüber nach. Und vielleicht streichst du auch mal eine Geschichte, wenn sie einfach Bockmist ist. So, bei Lower Decks habe ich den Eindruck, sie machen das und ich dachte, okay, das könnte lustig werden, was es auch wurde. Und dann kam Strange New Worlds und ich hatte so einen Schiss. Eine Realserie, Star Trek, wo ich zweimal über mehrere Staffeln hin enttäuscht wurde, also ich persönlich. Und ich dachte, und jetzt wollen sie es nochmal versuchen. Und wieder ein Prequel zu TOS. Das kann doch nur in die Hose gehen. Und scheiße, wurde ich überrascht. Und zwar positiv. Die gehen mit so einer Leichtigkeit und so einem Spaß daran und nehmen sich auch mal die kleinen Geschichten und die kleinen Probleme raus. Und nicht immer gleich das ganze Universe ist in Gefahr und so weiter. Und dieser eine muss alles retten. Sondern wir lernen plötzlich, in wenigen Episoden lernen wir die Crew kennen, wir kennen die Namen, es ist ein Wir-Gefühl da und ich dachte, okay, das eine ist Lower Decks, das ist so High Speed und jetzt haben wir hier Strange New Worlds, das ist für unsere Seele gut. Und dann gab es das Crossover zwischen diesen beiden Episoden und ich bin fast explodiert. Also ich habe das überhaupt nicht kapiert, was hier los ist. Ich habe das Ding mir gleich zweimal reingezogen. Einmal O-Ton, einmal in Übersetzung. Und ich dachte, scheiß die Wand an. Sie wissen, wie es geht. Sie können es noch. Weil das war mal so mein Ding bei Discovery und Picard. Sie haben das verlernt. Sie nehmen da Leute ran, die kennen das nicht. Da steht Star Trek drauf und wir machen. Das sieht cool aus. Das war mal so, ja, aber guck dir an, wie geil das aussieht. Ja, schön, aber guck dir mal die Geschichte an und dann geh weg. So, und plötzlich dachte ich, hey, sie können's und sie haben die Leute, die es wollen. Und dann kam diese Strange New Worlds Episode, wo sie alle gesungen haben. Und das wurde von vielen so verteufelt und ich hab's so abgefeiert, weil wenn das eine Serie machen kann, dann ist es Strange New Worlds. Die episodenhaft erzählt, die Episode für Episode sich was völlig Neues ausdenken kann und exakt das, was ich immer vermisst habe. Weißt du noch die Episode wo? Und dann kannst du sagen, und die Episode sowieso, die habe ich ja gehasst. Ach, du hast die gehasst? Ich fand die ja ganz toll, aber die fand ich. Und das kannst du bei Strange New Worlds wieder machen. Du hast ein Gesprächsthema. Und das alles ist in diesen wenigen letzten Wochen passiert, wo ich gesagt habe, mein Eindruck war, Star Trek ist zu Ende. Das ist auserzählt. Die haben keine Ideen mehr. Da kommt nichts mehr. Und jetzt haben die mich so gepusht, dass ich einfach. Also ich war so enttäuscht, dass sie Prodigy jetzt vom Paramount weggenommen haben, weil auch da habe ich leider nur die erste Hälfte von der ersten Staffel sehen können bisher. Und
Auch wenn das wahrscheinlich eher fürs jüngere Publikum gemacht wurde, habe ich es persönlich ziemlich gefeiert, weil auch da tolle Geschichten zwischen den Personen erzählt wurden, viele Hintergründe, wo ich auch gesagt habe, sie können es doch, nun macht es. Und auch das war wieder eine neue Darreichungsform, die wir so bei Star Trek noch nicht gesehen haben. Und deswegen, wenn du mich vor 4 Wochen gefragt hättest, wie sehe ich die Zukunft von Star Trek, dann hätte ich gesagt, Daumen runter, die sind am Ende. Freut euch über das, was ihr habt, und dann sollten die einen Cut machen, aufhören, wenn es am schönsten ist, und Schluss. Wenn du mich heute fragst, was könnte ich mir als vorstellen, die Zukunft von Star Trek, dann weiß ich's nicht. Ich habe aber unfassbare Hoffnungen, dass da Produzierende dabei sind, die Leuten, die es wollen und die Philosophie von Star Trek verstehen, also den Unterschied, sag ich mal, von Star Wars und Star Trek kennen. Das ist ja nicht das eine besser oder schlechter als das andere. Es hat eine andere Philosophie, einen anderen Hintergrund. Und wenn jemand sagt, du kennst dich doch mit Star Trek gut aus und du weißt doch, wie Filme gehen oder wie Serien gehen. Hast du nicht Bock, was zu erzählen? Und wenn dann jemand sagt, ey, ich habe so viele Ideen, gib mir Geld, ich mach's. Also, ich glaube, da kann noch alles passieren. Und wie sagt der Amerikaner, I'm pumped. Also, mein Herz ist so aufgegangen in den letzten Wochen, dass sich dieses Franchise was traut. Und das mit so viel Herzblut und mit so viel Liebe und mit so viel Inhalt umsetzt. Ich bin jetzt erstmal wieder ruhig, die anderen dürfen auch mal. Ich möchte dir an einer Stelle tatsächlich widersprechen. Nicht nur Strange New Worlds ist die Serie, die tolle Experimente wagt, sondern das gibt's bei Lower Decks ja auch. Ich erinnere an die erste Filmepisode Vindicta. Hat mich absolut weggeblasen. Diese Idee alleine. Zustimmung. Die war fantastisch, und auch die Folge in der Staffel, die wir gerade besprechen, in der 3. Staffel, in der Pina Temper wieder auftaucht. Sie ist nicht jedermanns Liebling, aber welche Serie hätte diese Folge sonst gemacht? Und diese Folge und auch die beiden, die du eben erwähnt hast, Boris, die sind eben ein Zeichen dafür, dass da wieder Leute sitzen, die sagen, wir machen nicht nur einen Aufguss von immer demselben. Und das war das, wo ich so bei Strange New Worlds so ein bisschen, ja, ich liebe Spock, wer liebt Spock nicht, aber müssen wir noch eine Serie über diese Crew haben? Wir haben schon das Reboot mit der Kelvin-Timeline gehabt. Könnt ihr euch nicht was Neues ausdenken? Und dann machen sie sowas und machen wirklich neue Ideen, machen eine Musical-Episode, machen dieses Crossover, wo plötzlich Zeichentrickfiguren auftauchen, und ich denke, okay, gut, ja, es ist nicht nur ein Aufguss. Ihr macht mal was Neues. Macht weiter. Es passt schon. Jörg, vielleicht kann ich dich mal ganz kurz fragen. Jörg, du hast ja auch bei Star Trek PK mitgearbeitet als Research Assistant. Was ist denn deine Ansicht? Du kennst die Produktionscrew ein bisschen besser. Hören sie nicht auf die Fans oder verstehen sie die Fans nicht? Oder gibt es einfach, ich sag mal, verschiedene Geschmacksrichtungen, verschiedene Stilrichtungen, was der Fan haben möchte? Wie ist deine Ansicht? Also, ich hätte ja nicht an der Serie mitgearbeitet, wenn man nicht auf die Fans gehört hätte. Ich habe ja nicht gesagt, hallo, ich kenne dich ein bisschen aus, bitte nehmt mich, sondern ich bin gefragt worden. Und das ist ja allein schon ein Zeichen, dass schon da Interesse besteht, dass man es richtig machen will. Ich kann nur von den Leuten sprechen, mit denen ich eng zusammengearbeitet habe, also mit Dave. Dem war sehr wichtig, dass es richtig ist und dass nichts falsch gemacht wird, weil ja auch klar ist, wir sind Star Trek-Fans, wir analysieren solche Details und finden alles und haben auch eine Meinung. Da wird, glaube ich, sehr, sehr stark drauf geachtet. Und ich habe so ein bisschen noch Kontakt zu den Produzenten von Lower Decks. Wenn die irgendwas einbauen in eine Folge oder so, dann schreibe ich die auch direkt an und frage, wie seid ihr da drauf gekommen oder irgend sowas. Da arbeiten Leute, die richtig viel Ahnung haben, die da drauf hören oder schauen, was wird gesehen und was wird gerne gesehen, was wird gefunden. Und halt nicht so, wie das vorher mal gesagt worden ist, wie bei Enterprise, wo jede Staffel so quasi das Motto, was soll diese Serie jetzt sein, anders ist, sondern es wird ganz anders damit umgegangen, was Fans sozusagen finden und möchten. Von daher habe ich da letztendlich eine gute Erfahrung gemacht. Sonst hätte ich nicht an der Serie mitgearbeitet. Und da ist wirklich, ich wurde gefragt, wie würdest du das machen? Und dann habe ich was geschrieben, ein Jahr lang nichts mehr gehört und die Folge gesehen und dann gesehen, okay, das ist in der Folge tatsächlich, das habe ich, weil ich aber einer von denen, der das vorgeschlagen hat, und das ist in der Folge aufgetaucht. Da ist, glaube ich, da ist sehr viel Bereitschaft, genau das zu tun.
Ja, ich glaube bei Picard, also nicht, dass ich mich missverständlich ausgedrückt habe. Meine Hoffnung ist nicht, dass die Produzierenden sagen, wir machen genau das, was die Fans wollen, weil dann ist es more of the same. Genau das will ich nicht. Ich will, dass sie das machen, was sie bei Lower Decks sich trauen und das, was sie sich bei Strange New Worlds gerade trauen. Ich glaube nicht, dass irgendein Fan gesagt hat, ach, mach doch mal ein Musical. Also vielleicht eine Handvoll, aber ich glaube, wenn du die Fans gefragt hättest, dann hätten die gesagt, bist du albern bei Star Trek? Geh mal weg. Und ich finde es gut, dass sie da eben nicht drauf hören, sondern dass sie es machen, dass sie uns zeigen, was noch geht. Das will ich haben. Ich glaube, das Problem, was ich mit Picard habe, ist, dass es 3-mal immer dieses ganz große Thema, immer das ganze Universum ist, also alles ist quasi komplett am Ende. Und dann wird immer noch eins und noch eins. Und diese Erzählweise, es muss eine Geschichte über die ganze Staffel erzählt werden. Auch wenn wir vielleicht Stoff für nur 4 Episoden haben, dann füllen wir das irgendwie mit einer Story auf, die zwar überhaupt nichts mehr zum Gesamtergebnis beiträgt, aber wir müssen ja irgendwie auf Länge kommen. Und diese mangelnde Komplexität, obwohl es um ein so großes Thema geht, und das Fallenlassen von so vielen Dingen, die in der Luft hängen, das ist das, was mich so maßlos ärgert. Das hat aber nichts mit der Ausstattung zu tun. Jörg, ich folge dir ja auch. Also die Details, also jedes Standbild ist ja quasi ein Gemälde. Und wenn man dann guckt, was da so im Hintergrund liegt und sieht dann deine Beiträge, wo du dann guckst, guck mal, das ist hier übrigens, das hatte dann schon damals in der Serie und das kommt daher und guck mal, was da drauf steht. Das war mal eine Erwähnung aus dem Intercom mit einer Reise und also mind blown. Das haben sie drauf, ohne Frage. Ne? Und die erste Episode war ja auch extrem philosophisch angelegt. Also die kannst du oberflächlich als Action-Episode gucken. Die hat aber sehr, sehr philosophisch tiefe Hintergründe in vielen Zitaten und in vielen Handlungen. Aber da wird zum Ende hin eine ganze Figur vergessen. Da wird unterwegs einfach komplett vergessen, dass man Zeit braucht, wenn man zu Fuß von A nach B geht und vorher abgestürzt ist. Sowas ärgert mich. Und das meine ich mit, hör doch mal auf jemanden, der außerhalb ist, der nicht so betriebsblind ist, lass den das mal durchlesen oder gib dem mal irgendwie das Storyboard, damit mal irgendeiner sagen kann, du, das macht jetzt aber irgendwie das geht doch gar nicht. Oder warum machst du den denn noch auf? Erzähl das doch mit dem, das geht doch auch. Und dann hast du eine Verwebung und dann wird es komplex. Das ist das, was ich meine. Das hat mich so geärgert. Aber das bin jetzt ich. Das ist, also ich kenne auch genauso Leute, die das richtig, richtig abfeiern. Ne? Wenn ich da noch mal kurz reingreifen darf, also zum Beispiel diese Geschichte mit von wegen, lass doch mal jemand über Storyboard gucken, können die denn von A nach B in der Zeit laufen und 3-mal noch hin und her und so weiter. Das sind ja teilweise Probleme, die im Schneideraum entstanden sind. Ne? Und wenn ich jetzt gerade noch mal aufgreife, was Florian eben gesagt hat mit liegt es an den Produktionsteams oder was ist mit den Serien oder so? Ich denke, jede Serie hat ja ihr Ding und ihr Publikum. Ne? Also jetzt wurde ja einige kritische Anmerkungen zum Beispiel gegenüber Discovery erwähnt. Und da möchte ich nochmal sagen, dass natürlich da auch ganz viele Momente und Aspekte in der Serie stecken, die ganz vielen Leuten ganz, ganz wichtig sind, ne? Und die viel ins Franchise mit reinbringen und die total wertvoll sind. Ne? Also die Charaktere werden da ganz anders betrachtet, Frauencharaktere, größerer Diversitätsgedanke, auch wenn das Wort sich fast schon abgelutscht in der Situation fühlt, aber nichtsdestotrotz wirklich ganz, ganz wichtig. Ja? Und ich bin auch kein großer Fan von den universumsbedrohenden Staffel-Arcs, aber das ist halt nochmal ein eigenes Problem sozusagen, ne? Weil Florian das ein bisschen eben runtergebrochen hatte in Richtung, was stimmt quasi mit der Serie nicht oder mit dem Produktionsteam. Das sind ja ganz, ganz viele verschiedene Aspekte, die sich auch gegenseitig irgendwie bedingen oder beeinflussen. Ne? Ja, das ist wichtig, was du sagst. Also wir hatten da ja auch bei 4 unter Decks mal hinter den Kulissen drüber gesprochen. Und du hast da recht. Und es ist so, dass ich persönlich bin jetzt kein großer Discovery-Fan. Also von den Geschichten, die erzählt werden, oder sagen wir mal nicht von den Geschichten, die erzählt werden, sondern von der Art, wie sie erzählt werden. Das trifft es vielleicht eher, weil ich immer so das Gefühl habe, so auf der Hälfte hat der Writers Room oder die Produzierenden gewechselt und plötzlich wird alles weggeworfen, was man bis dahin gemacht hat, und dann dreht man nach der Hälfte einfach eine andere Geschichte und dann wird es für mich als Zuschauer noch unlogisch. Das ist das, was mir missfällt. Das ist ja aber Fakt, ne? Also das es sind halt Fakten und es ist blöd, wenn ich das als Zuschauer merke, wofür ich Discovery und die Macher und Macherinnen von Discovery extrem feiere, ist, dass sie dieses ganze Franchise neu
angefeuert und mit Leben gefüllt haben. Ohne Discovery würden wir jetzt uns hier nicht unterhalten, würden wir nicht über Strange New Worlds und Lower Decks irgendwie philosophieren. Das gäbe es alles nicht. Und das darf man nicht unterschätzen. Und wie Tanja auch gesagt hat, sie haben da durchaus den verschiedenen Spezies und den Charakteren neue Hintergrundgeschichten eingepflanzt, mit denen man auch wieder vorhandene ältere Serien mit einem neuen Blick sehen kann. Auch das haben sie gut gemacht. Also viele Einzelaspekte finde ich großartig. So Saru und seine Geschichte, dieser ganze Hintergrund von ihm, wie er zur Sternflotte gekommen ist und wie sich sein Volk dann weiterentwickelt. Das finde ich großartig gemacht. In der 4. Staffel fand ich das ganz, ganz klasse. Das war so das Star Trek, wie ich es kenne, dass man ein Problem hat, was man aber über Kommunikation und Diplomatie lösen möchte, dass man eine Kommunikation mit einer fremden Spezies auf eine völlig neue Art und Weise sucht, an die wir auch als Zuschauer vielleicht gar nicht gedacht haben vorher. Sowas liebe ich. Und das hat Discovery auch. Nur eben leider nie über eine ganze Staffel konsistent in ihrem eigenen Universum. Und das ist das, was mich immer so ein bisschen nervt beim Zuschauen. Jetzt muss man aber auch sagen, dass wir natürlich als Nerds solche Serien mit anderen Augen schauen, als, sag ich mal, normal vom Franchise Gefangene. So, also Jörg ist da vielleicht noch extremer, aber wir gucken ja schon auch Einzelbilder und wir analysieren schon jede Episode für uns im Freundeskreis und das macht vielleicht nicht jeder und jede so. Ja. Aber ist es nicht genau das, ist es nicht genau das, dass dann auch viele Folgen als Fanservice, also wenn da irgendwie, ich erinnere mich an die Folge, wo sie in Lower Decks durch diesen Sammlerraum gegangen sind und man da eigentlich nur noch alle paar Sekunden auf die Stopptaste oder auf die Pause-Taste gedrückt hat, und trotzdem, ich fand das in dem Moment so ein bisschen auch als Fanservice. Also da würde ich mir eher die Frage stellen, was könnten die Produzenten abgucken bei anderen Serien? Ronald D. Moore ist bei Battlestar Galactica, hat er sehr viele Ideen aus DS9 umgesetzt mit der Produktion dort. Was könnte Star Trek sich da abgucken bei anderen Serien? Also ganz ehrlich gesagt sehe ich durchaus, dass eigene Geschichten erzählt werden. Das haben wir vorhin ja auch gesagt. Das werden Charaktere aufgebaut und deren Geschichten, deren Leben hier wirklich uns erzählt und nahegebracht. Und das Schöne ist, dass wir 4 das ja besprechen und aus häufig 4 verschiedenen Perspektiven auf die Charaktere und Folgen gucken und dass wir uns gegenseitig nahebringen, weil jeder bringt irgendwas in die Besprechung mit, wo man nicht so direkt mit andocken kann, wo man sich denkt, das verstehe ich nicht, wie der Charakter sich jetzt verhält oder so. Und dann bringen wir das zusammen dann irgendwie zu einer Lösung und erklären es uns quasi gegenseitig. Und was du sagst jetzt zum Beispiel mit dem Sammlernachlass und dem Standbild, Wimmelbild suchen und so, das ist natürlich schön, das kann man machen. Das hat uns auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber man muss es ja nicht tun. Ne? Du hast ja trotzdem eine tolle Geschichte und über die Staffeln hinweg eine ganz, ganz tolle Geschichte. Es geht nicht nur in Lower Decks um Referenzen zu anderen Serien. Das, finde ich, darf man nicht vergessen. Und ich weiß nicht, ob Star Trek da als Franchise wirklich, ich sag mal, Nachhilfe braucht von irgendeinem anderen Franchise. Ich glaube, es wird schon richtig viel gut gemacht. Ja. Also ich meine, ich sehe wenig andere Serien, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich mit modernen Serien so ein bisschen Problem habe und Discovery und Picard, die dieses sehr moderne Staffelübergreifende machen, für mich nicht so gut funktionieren. Aber ich muss auch sagen, was ich sonst so gesehen habe, da bin ich zum Teil froh, wenn sich Star Trek dann nicht so viel von abguckt. Also ich meine, es muss ja nicht unbedingt dieses, was man heute viel sieht, dass man die Charaktere nicht mehr verstehen kann, weil so ins Mikrofon genuschelt wird. Das brauche ich alles nicht. Ich bin ziemlich froh darüber, wenn sie Leute reinholen, die ihre eigenen Ideen mitbringen. Und das ist das, was wir schon ein paar Mal gesagt haben, was wir bewundern, wenn die Serien neue Sachen reinbringen. Und die gucken ja auch alle woanders rein. Und von der Musical-Episode wissen wir, dass es von den Schauspielern auch kam, von den Schauspielerinnen, die gesagt haben, lass uns das machen. Aber ich glaube nicht, dass sie sich bei anderen Serien was abgucken müssen. Ja, bin ich auch dabei. Also Star Trek sollte
Star Trek kann auch von sich selbst lernen. Das heißt ja nicht, dass man immer unbedingt zurückgehen muss und alte Erzählformate oder alte Geschichten aufwärmen muss. Ich meine, ich sehe es ja auch bekanntermaßen sehr kritisch, wenn immer wieder neue Prequels und Reimaginations kommen, wenn immer wieder auf sich selbst referenziert wird. Ja, da war mal dieser Charakter, ja, den müssen wir jetzt auch wieder reinbringen. Und das macht das Universum ja auch klein, wenn immer wieder dieselben Leute aufeinandertreffen auf immer wieder denselben Planeten und das ist ja eigentlich auch nicht der Sinn von Star Trek, weil to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before und eigentlich müsste man sich nur daran orientieren und sowohl erzählerisch immer wieder in neue Welten vordringen oder vielleicht auch daran anknüpfen, was der Boris gesagt hat, mit den neuen Erzählformaten. Auch das, ich war sehr skeptisch über bezüglich des Crossovers, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich habe es zweimal hintereinander gesehen. Ich war auch skeptisch bezüglich des Musicals und da muss man wirklich, also ich musste umschalten, um dann zu sagen, ja, das ist jetzt ein Musical, das ist keine normale Folge, aber dann hat es mir natürlich auch unheimlich gefallen, weil da waren ein paar super Nummern dabei, wo ich sage, das höre ich mir gern wieder an, das setze ich auch auf meine Playlist drauf und das ist sowas, das kann man natürlich nicht regelmäßig machen, aber sowas kann man mal mitnehmen und ich fand es mutig, es hat funktioniert und ich bin da auch zuversichtlich, dass es in Zukunft auch weitere Experimente geben wird, die gelingen. Ich muss dir da tatsächlich zustimmen, Bernd. Also das sehe ich tatsächlich ganz genauso. Star Trek sollte viel mehr gucken, was Star Trek eigentlich ausmacht. Und für mich, also das mag natürlich ich ganz besonders für mich so sehen, für mich ist Star Trek quasi eine Betrachtung der aktuellen Welt und der Probleme, die einzelne Personen darin haben, überschrieben quasi mit dem Science-Fiction-Thema und eine Lösung, die möglicherweise in unserer Welt nicht funktioniert, aber trotzdem irgendwie Hoffnung gibt, dass die Zukunft besser ist. Das ist für mich Star Trek. Und das macht halt Strange New Worlds super. Und gerade die beiden Episoden, die du angesprochen hast, die sind ja nicht, das sind mal Experimente, so, das ist irgendwie Holodeck-Story, sondern das sind ja tatsächlich vorhandene Geschichten, die erlebt haben. Es ist in-universe. Also gerade diese Musical-Geschichte, das haben sie ja tatsächlich erlebt. So. Und das finde ich so fantastisch, dass sie das in diese Welt quasi einflechten, diese fantastischen Ideen. Und auch gerade das Bäumler von der Cerritos dann auf der Enterprise landet, das ist ja ein unglaublich wichtiger Moment für das Leben von Nurse Chapel. Also solche Dinge zu verknüpfen, ist unglaublich beeindruckend. Und das aber trotzdem bei der Sicht, die ich auf Star Trek habe, die ich halt so gut finde, dass die Geschichten, dass ich sagen kann, okay, das war die Episode wo und das war die Episode wo und dass jede einzelne Episode quasi ein persönliches Problem bespricht. Deswegen ist ja auch der Spock in Strange New Worlds so menschlich, weil wir ihn bislang immer nur als Alien gesehen haben und jetzt plötzlich seine menschliche Seite gezeigt wird. Und ich finde das tatsächlich auch eine sehr, sehr fantastische Sache. Ich denke auch, Spock funktioniert für mich in Strange New World ganz gut. Es ist so ein bisschen so ein Schlingerkurs, den er zurzeit vollführt. Aber vor allen Dingen Ethan Peck, der ist super. Also er hat, ich meine, ja natürlich, man kann jetzt die Augen schließen und man hört fast Leonard Nimoy sprechen, das ist natürlich das eine, aber das andere ist auch, er bringt es so wie damals Nimoy, ohne irgendwie Lächerlichkeit, ohne dieses Augenzwinkern herüber, selbst wenn er jetzt in einer unangenehmen Situation ist und diese Ernsthaftigkeit dieses Spocks bei allen komischen Situationen, die er durchmacht, das finde ich klasse. Was du vorhin sagtest zu den Referenzen.
ich habe den Eindruck, Lower Decks hat halt gestartet, sehr comedyhaft mit vielen Referenzen auf das vorhandene Franchise, hauptsächlich natürlich TNG und DS9, da, wo sich das natürlich von dem Zeitraum, in dem es spielt, sich drauf bezieht. Und ich glaube, das war so der Türöffner für diese Serie, weil was wir erleben, wenn wir diese Serie besprechen, dass relativ schnell diese Referenzen zurückgegangen sind. Ja, es gab die Sammler-Episode, das war wahrscheinlich im Writer-Raum einfach eine interne Wette um eine Kiste Bier oder sowas. Wie viele Referenzen schaffen wir in 24 Minuten oder so? Und dann hat jemand Ja gesagt und hat angefangen und wahrscheinlich Jörg gefragt, gib mir mal alle deine Screenshots, die du hast, unsortiert, einfach her damit, wir bauen alles rein. Also es hätte wahrscheinlich so funktioniert. Aber ansonsten ist es so, dass sie relativ schnell, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ihre Babyschuhe ausgezogen haben und es geschafft haben, ihre eigenen Geschichten zu bauen, die andere referenzieren oder die sie selbst referenzieren. Und das sehe ich bei Strange New Worlds auch so ein bisschen. Das hat auch so angefangen, wo man sagt, ja, das kenne ich schon, das gab es mal bei TOS so ein bisschen anders, das gab es mal ein bisschen anders. Aber ich will gar nicht mal klauen sagen, aber sie interpretieren Themen auf so charmante und intelligente Weise und mit so viel Leichtigkeit neu, wie es nur Strange New Worlds irgendwie kann und meiner Meinung nach auch darf. Das ist einfach so angenehm zu sehen. Und was Arne sagte zu dieser Musical-Episode, das hat mich eben so weggeblasen, dass sie sich nicht gesagt haben, ach komm, das ist jetzt eine von 10 Episoden, weißt du? Komm, schreib mal hier irgendwie 5 Songs irgendwie so reimlich oder ich fress dich, ist egal. Wir machen das schon irgendwie. Komm, hier 2 Klampfen auspacken, 2 Pianos und fertig. Nein, sie haben da einen Score hingepfeffert. Sie haben Texte sich ausgedacht, die nicht nur zu Star Trek passten, sondern die ihre Charaktere erzählen und sogar weiter erzählen, die uns Hintergrundinformationen zu den Charakteren geben und ihre Motivation erklären. Ich habe gedacht, Leute, das ist für eine Episode gemacht und ich glaube, sie haben da Aufwand reingesteckt, als ob sie das irgendwie ans Broadway bringen wollen. Und dafür feiere ich den kompletten Cast und alle, die irgendwas dazu zu tun haben. Und wenn es nur die sind, die sagen, ich gebe euch Geld dafür. Ich möchte sie alle nur knuddeln, wirklich. Ja. Ich denke, die haben auch ein Mehrfaches an Takes dafür gefilmt, bis alles gepasst hat. Aber hallo. Und ich wäre so gern dabei gewesen. Ich hätte alles, was auf meinem Konto ist, gegeben, um da dabei sein zu dürfen. Das muss so ein Spaß gewesen sein. Okay, es ist nicht so viel auf dem Konto, das hätte wahrscheinlich nicht geklappt, aber ich hätte es getan. Vielleicht gibt es ja noch ein Making-of. Das ist übrigens auch so ein Ding, ne? Das hatten wir ja früher nicht. Also früher hast du halt TOS-Episoden gesehen. So, und dann war halt vorbei. Und dann hattest du manchmal, oder auch bei TNG, hast du halt TNG gesehen und dann vielleicht hattest du 1, 2 Fans mit in deinem Freundeskreis, mit denen du dann mal drüber reden konntest, die dich dann nicht irgendwie ausgelacht haben oder mit den Schultern gezuckt haben. Aber das, was in der kleinen Spalte in der TV-Zeitung an Hintergrundinformationen stand oder vielleicht mal irgendwo ein etwas längerer Beitrag in der Bravo oder was weiß ich, mehr hatten wir ja nicht. Es gab ja nichts. Wir hatten ja nichts. Ja. Und heutzutage. Das Making-of war ein Buch, da hat man Jahre drauf gewartet. Und heute macht man 2 Tage später Instagram oder Twitter auf. Richtig. Und die Details, die man aus der anderen Richtung der Kamera sehen konnte, nur sind dort einfach da. Das hat sich und heute kannst geändert. du halt DVDs und Blu-rays kaufen, wie Tanja das ja zum Beispiel auch mit den Lower Decks-Geschichten macht, wo dann halt noch irgendwelche Audiospuren von den Regisseuren und Ähnlichem drauf sind, die Dinge, die Hintergrundinformationen erklären. Dann hast du vielleicht mal ein Making-of, wie irgendwas gemacht wurde. Und das sind so Sachen, da hoffe ich tatsächlich bei Strange New Worlds sehr drauf, dass es da mal, also dass sie das mit dem Hintergedanken, ein Making-of auch zu veröffentlichen, auch gedreht haben. Also was ähnlich wie bei Herr der Ringe, wo von Anfang an klar war, die haben so viel Behind-the-Scenes-Stories, das ist ja fast schöner als der Film. Und länger auch. Und wenn sie bei Strange New Worlds auch nur ansatzweise irgendwie vielleicht was, weil du sagtest, was können sie vielleicht von anderen Serien oder Filmen lernen, wenn sie vielleicht mal so in diese Richtung gucken, so behind the scenes,
ich als Fan wäre begeistert, eine Blu-ray kaufen zu können, wo ich, was weiß ich, zu einer Staffel dann noch 5 Stunden Behind the Scenes habe, mit Interviews, mit Motivation, mit Stunts, mit Choreografie, mit Licht, mit allem, was dazu gehört. Mit einem Telefonat mit Jörg. Wie muss denn der Aufkleber aussehen? Muss die Ecke nach oben oder nach unten? Weißt du, all sowas, das gehört irgendwie mit rein. Also die Staffelboxen ermöglichen uns ja tatsächlich schon viel, ne? Ja, und der Ready Room, den wir ja und der Ready Room. zu Strange New Worlds komplett staffelbegleitend hatten. Das war ja auch schon sehr viel mehr Hintergrund, als man sonst gehabt hätte. Seit Jahren, ne? Also nicht nur jetzt zu Strange New Worlds, sondern das läuft ja auch wirklich zu jeder Serie bisher jetzt. Parallel bei Lower Decks haben wir es manchmal ein bisschen gerafft, ne? Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir sehr viele tolle Eindrücke. Sag mal, wir haben jetzt ganz viel über Serien gesprochen. Wie sieht's denn aus mit den Filmen? Die haben wir jetzt komplett ignoriert. Also wir haben bei den Serien rausgearbeitet. Manche Serien sind am Anfang gut, am Ende schlecht oder andersrum, am Anfang schlecht, am Ende gut. Ich würde einwerfen wollen, dass das individuelle Eindrücke sind und man das nicht über einen Kamm scheren kann. Ne? Ich würde das auch nicht als ausgearbeitet stehen lassen, sondern das ist tatsächlich... Soll bitte jeder für sich, guckt euch alles an und entscheidet selbst. In Prozess auch, ne? Also ja, tatsächlich, es sind Rewatches, denke ich, immer ganz, ganz wertvoll. Vorhin hat es Jörg ja auch schon gesagt, ne? Dass je nachdem, man wird älter und sieht Dinge mit einer anderen Lebenserfahrung aus anderen Perspektiven. Ich denke, so geht es uns allen. Ich habe mit 9 Jahren das erste Mal TNG geguckt. Mich hat es direkt mitgerissen. Und seitdem habe ich natürlich einfach häufig die Sachen wieder gesehen und manchmal erinnere ich mich noch sehr gut, wie ich es gefühlt habe oder wie ich mich gefühlt habe, als ich damals die Folge womöglich das erste Mal gesehen habe und dass ich ein bisschen lustig finde, wie ich es dann heute wahrnehme, also wie groß der Unterschied ist. Manchmal bleibe ich dann aber auch vielleicht bei meinem Eindruck. Also es ist sehr unterschiedlich, aber wir entwickeln uns ja, ne? Und da, Science Fiction ist ja im Grunde dazu da, uns auch ein Stück weit immer wieder den Spiegel vorzuhalten als Gesellschaft, als Individuum. Und das kann sich natürlich immer wieder verändern, natürlich mit unserem Älterwerden und deswegen sind Rewatches oder wie Boris sagt, dass er unter Vorbehalt eine Meinung gefasst hat, ne? Natürlich immer wertvoll, das nachher nochmal zu überprüfen, genau. Und du hattest nach den Filmen gefragt und mit denen geht's mir ganz genauso, auch immer wieder neue Überprüfungen. Janni, bei den Filmen, ich bin ja auch so ein alter Next Generation Halunke. Ich habe ja damals auch mit Picard angefangen. Und ich wurde irgendwie so aufgezogen, es gab die alte TOS-Crew, die durfte die Filme machen, so, und wenn die Serie sozusagen am Ende war, ist die Serie vom Fernsehen ins Kino gegangen. So war das ja damals mit Picard. Und ich hatte mich eigentlich auch schon darauf vorbereitet, Voyager und Janeway auf der Leinwand zu sehen. Dann kam irgendwas dazwischen, dann gab es eine Flaute und so weiter. Jetzt hatten wir kürzlich 2009 wieder den Reboot. Wir haben alles auf Null gestellt, beziehungsweise eine alternative Zeitlinie aufgemacht, die Kelvin-Timeline. Und wie seht ihr da die Zukunft eines neuen Kinofilms? Müsste man das komplett nochmal neu überdenken? Ein Reboot vom Reboot? Oder wird jetzt demnächst eine Serie im Kino landen? Natürlich wird Discovery nicht im Kino landen, aber vielleicht irgendeine andere. Strange New Worlds. Strange New Worlds wahrscheinlich. Aber wir bestellen, seit wir angefangen haben, darüber zu sprechen, den Lower Decks Kinofilm bei Mike. Der hört uns bloß nicht zu. Also ich hätte tatsächlich auch gern, als 2009 die Star Trek-Filme ins Kino kamen, so der erste Star Trek genannte Film und dann die 2 folgenden, da habe ich gedacht, ja okay, die holen mich jetzt nicht so richtig ab, aber ich freue mich, dass wieder an Star Trek gedacht wurde, weil davor war ja einfach jahrelang Flaute und Pause und ich habe gedacht, ja, jetzt gibt's endlich wieder was und deswegen habe ich mich auch dann auf Discovery so gefreut. Aber wenn du mich fragst, ob ich glaube, dass jetzt noch ein Kinofilm kommt, würde ich vermuten, es kommt keiner mit irgendwelchen Serienschauspielenden, sondern ich würde mir tatsächlich wünschen, so den Ansatz, den Star Wars zwischendurch gegangen ist, mit Rogue One. Einfach eine Geschichte zu erzählen, die in dieser Welt spielt. Sowas wie Prodigy, aber als Film. Also eine Geschichte, die in dieser Welt spielt, die von vorne bis hinten abgeschlossen und in 2 Stunden durcherzählt ist, aber uns einen spannenden Aspekt dieser Welt zeigt,
den wir bislang noch nicht kennen. So, das würde ich mir wünschen. Ja, ich bin auch ein Fan dieser Rogue One Idee. Ja, allein schon vor dem Hintergrund, Kelvin Timeline scheint irgendwie am Ende angekommen zu sein. Man wird sich nicht einig, man kriegt die Schauspieler nicht zusammen, man heuert Regisseure an, die dann wieder gefeuert werden, dann bricht die Finanzierung wieder zusammen, man hat kein Konzept und es ist jetzt auch schon wieder 7 Jahre her, dass der letzte Kelvin Timeline Film in den Kinos war und irgendwie stirbt das so einen leisen Tod. Was die derzeitigen Serien angeht, bin ich auch skeptisch, ob tatsächlich die Serienschauspieler dann ins Kino wandern werden. Also Strange New Worlds hat sicher das größte Potenzial, dass man daraus einen Kinofilm machen kann. Aber das Star Trek-Universum ist groß. Man kann neue Charaktere erfinden, vielleicht den einen oder anderen bekannten Beliebten dazu nehmen. Seven of Nine wird sich anbieten, dass man da mit Seven of Nine, Raffi und Jack Crusher ins Kino geht, falls es nicht ohnehin eine neue Serie gibt und dort etwas Abgeschlossenes auch erzählen kann. Also das wäre so eine Vision. Ich bin da tatsächlich auch unentschlossen, weil, wie gesagt, früher gab es halt Kino und es gab Fernsehen. So. Heute haben wir aber diverse Streaming-Dienste und wir haben Produktionen, die absolut auf Kinoniveau laufen. Also wenn man sich mit Discovery fing es tatsächlich an, das war halt das, worauf sich, glaube ich, alle einigen konnten bei Discovery. Das sieht einfach mal hammergut aus. Also da wurde nicht gespart. Das ist absolut kinowürdig. Das kannst du auf großer Leinwand gucken und sollte man vielleicht auch einfach mal tun. Also von daher glaube ich nicht, dass die Notwendigkeit besteht, so wie früher, dass man sagt, naja, wir haben hier eine kleine unterfinanzierte Serie, aber wir haben hier irgendwie eine geile Idee und jemand sagt, ach komm, ich gebe euch ein bisschen Geld, produziert mal einen Kinofilm mit richtig viel Bums und Special Effects und so weiter und dann blasen wir alle weg und dann haben wir wieder neue Fans gewonnen oder so. Das brauchst du wahrscheinlich nicht, weil die bildgewaltigen Effekte und so weiter hast du halt in den Serien drin. Was das du nicht hast, natürlich. Ist eine 2 oder 2,5 Stunden lange Unterhaltung. Dann musst du dir halt 2 Episoden angucken. Oder halt eine Staffel, dann hast du 10 Stunden oder 12 Stunden Unterhaltung. Also ich glaube, die Konzepte haben sich da einfach geändert. Ich bin mir also nicht sicher, ob wir einen neuen Star Trek-Film brauchen oder ob wir überhaupt einen wollen. Und mein Wunsch wäre nur, da kann ich an das anschließen, was ich vorhin gesagt habe. Ich kann nur sagen, man sollte nicht erst sagen, wir wollen einen Kinofilm machen und dann Leute zusammensuchen und Regisseure anheuern und sich dann mal überlegen, was erzählen wir denn mal, sondern es sollte eigentlich andersrum laufen. Irgendjemand sollte eine brillante Idee haben, wo auch ein paar andere Leute, die Star Trek-Philosophie verstehen oder mit halt erlebt haben und damit aufgewachsen sind, sagen, das ist ja mal ein geiler Gedanke. So rum habe ich das ja noch gar nicht betrachtet. Komm, das holen wir auf die Leinwand, weil für 10 Stunden ist es zu wenig Kontext, also für eine ganze Staffel, das geht nicht. Eine ganze neue Serie mit 2 oder 3 Episoden starten, das machen wir mal nicht. Also auch sowas gibt es natürlich auf Netflix und Konsorten, aber das wollen wir mal nicht. Komm, wir machen einen langen Kinofilm da draus. Komm, da habe ich jetzt Bock drauf. Und dann wäre ich dabei. Hört sich gut an. Sie könnten dann natürlich aber auch den Weg gehen, den zum Beispiel Sherlock gegangen ist, zum Thema, was können Sie sich denn bei anderen Serien abgucken. Bei Sherlock war es zum Beispiel auch so, dass die kennt ihr, ne? Die neue Sherlock Holmes-Geschichte mit Cumberbatch. Da war es ja wohl auch so, dass die Idee gepitcht wurde und es ursprünglich dann ging, okay, wir machen so 3/4-Stunden-Episoden. Und dann wurde die Idee gepitcht und dann hat irgendein Verantwortlicher gesagt, das ist ja super. Das musst du machen. Aber nicht eine 3/4 Stunde. Das muss 1,5 Stunden lang sein. Und dann haben sich alle die Hände gerieben und haben gesagt, okay, komm, jetzt geben wir mal alles. Und dann haben die halt mit einer Staffel, mit wie viel waren es, 3 Episoden oder sowas gemacht. Und das sind im Grunde genommen 3 Kinofilme. Und wenn irgendjemand mit Star Trek eine Idee hat, sowas aufzuziehen, so be it. Aber ob das dann im Kino läuft oder ob das auf einem Streamingdienst läuft,
Da bin ich erstmal unentschlossen. Gut, tatsächlich ist letztendlich so, dass der Abstand zwischen, wie du gerade gesagt hast, zwischen Fernsehen und Kino ist kleiner geworden. Aber das bedeutet ja auch, dass heute Kinoproduktionen versuchen immer mehr draufzusetzen und dann ist man irgendwann auf Star Wars oder Marvel Level und leider ist Star Trek nicht so groß. Aber tatsächlich, muss man sagen. Um nochmal das von Boris aufzugreifen, ne? Also nochmal anders zu denken und neue Formate zu entwickeln, das ist ja das, was wir die letzten Jahre auch schon bekommen haben. Ganz ungewöhnlich die Shorttracks zum Beispiel, ne? Oder die neuen Wege, die mit den Serien gegangen worden sind. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da noch mehr kommt. Ich weiß nicht, ob jetzt noch weiter an diesem Kahn Radiopodcast-Projekt gearbeitet wird, aber zum Beispiel das ist ja auch noch in eine ganz neue Richtung gedacht. Ne? Also tatsächlich gibt es da Bemühungen und es werden Wege gegangen. Es ist halt immer nur die Frage, wer sitzt gerade ganz oben in den Studios und die Verantwortlichkeiten verändern sich ja unter Umständen und die Budgets werden hin und her geschoben. Das ist ja tatsächlich auch das Problem mit Prodigy gewesen. Die Serie hat nicht das Geld nicht eingespielt oder es ist nicht erfolgreich gewesen. Wir hätten sie nicht gucken wollen. All das habe ich jetzt schon in den letzten Wochen gehört. Das ist sehr bedauerlich, dass sich sowas rumspricht, denn es ist nicht der Wahrheit entsprechend. Ne? Also wie die Serie von Anfang an buchhalterisch hin und her geschoben wurde, ne? Dass erst Nickelodeon die Exklusivrechte für die Produktion hatte, dann hat man den eigenen Streamingdienst aufgebaut und hat sich das wieder zurückgeholt. Mit Sicherheit ist da entsprechend Geld geflossen, was der Serie dann wiederum quasi in die Miese gezogen hat unterm Strich und dann immer dieses Hin und Her und dieses Aufschieben, was den internationalen Markt betroffen hat und uns internationales Publikum so lange hat zappeln lassen und uns die Sache nicht gezeigt hat und Merchandise nicht verkauft. Bis heute habe ich noch immer keine Blu-ray in der Hand, also auch wenn sie jetzt schon vorbestellt ist, aber ne, es ist alles super zäh und die Entscheidungsträger kann man da nicht unbedingt immer so nachvollziehen und das lastet dann der Produktion irgendwie buchhalterisch an und das ist dann wahrscheinlich bei anderen Projekten ähnlich, beziehungsweise es tut sich ja auch immer was. Ne? Jetzt die letzten Jahre, CBS und Paramount sind wieder zusammengegangen, die unterschiedlichen Plattformen, CBS All Access, jetzt haben wir Paramount Plus. Also es tut sich ja immer ganz viel, was dann tatsächlich in der praktischen Umsetzung sich niederschlägt, dass Dinge wieder verworfen werden, umgedacht werden, Budgets geschoben werden und. Und ich bin gespannt, wir haben jetzt ganz neu diese Information, dass sich vom Verlagshaus sozusagen getrennt wird, ne? Irgendwie Paramount Global verkauft und dann ist die Frage, wie geht das da weiter mit Star Trek-Lizenzen und so weiter. Also es tut sich ja immer so viel, deswegen wir können immer ganz schlecht irgendwas als Fans prognostizieren oder irgendwie uns herbeiwünschen. Ne? Ich kann mir doch was herbeiwünschen. Wenn tatsächlich irgendjemand Geld dafür ausgeben möchte, Filme über Star Trek ins Kino zu bringen, dann dann hätte ich den Vorschlag, sowas wie What We Left Behind oder To the Journey zu machen. Nämlich so Dokumentationen, die wirklich aufwendig produziert sind. Die finden ihre Fans, die werden ja crowdgefundet. Macht das gerne zu allen Star Trek-Produktionen. Hätte ich überhaupt nichts gegen. Würde ich für jede einzelne ins Kino gehen. Und ich glaube, da haben viele Schauspielende so viel aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und ich bin zum Beispiel jemand, der es nicht zu den Conventions schafft, aus verschiedensten Gründen. Und ich würde sowas tatsächlich gerne sehen, ohne jetzt über 10 Jahre auf verschiedene Panels gehen zu müssen, sondern einfach, wie du sagst, mal eine gut produzierte Behind-the-Scenes-Geschichte. Das war ja auch so klasse bei What We Left Behind, dass sie wirklich eine Geschichte, wie sie hätte sein können, erarbeitet haben mit den ganzen Stimmen aus der Produktion. Das war tatsächlich toll. Ja. Lass uns mal über die Föderation sprechen. Die Föderation Star Trek hatte ja auch einige wechselnde Hintergründe. Also die Föderation ist natürlich immer der Gute und größtenteils auch der Unbesiegbare. Im Universum bei Next Generation, irgendwo in der 4., 5. Staffel, sind wir dann ganz schrecklich auf die Borg gestoßen, hatten da den Wolf 359 Zwischenfall. Die Föderation war auf einmal angreifbar. Das war so ein Knackpunkt, den wir gesehen haben mit der Föderation oder auch in Discovery, wo wir irgendwann weit in die Zukunft katapultiert wurden und die Föderation mehr oder weniger zerbrochen sind oder ist. Wie seht ihr da den Storyplot in Zukunft für die Föderation?
Oder anders gefragt, habt ihr Interesse an der Sektion 31 Storyline? Ich finde tatsächlich die Föderation sehr spannend. Also auch da tut sich ja erzählerisch in den letzten 80 Jahren oder wie alt ist Star Trek jetzt? 55 Jahre. Tut sich ja sehr viel. Ne? Wir haben mit Saru jetzt zum ersten Mal einen Alien-Captain auf einem Föderationsraumschiff, was ich total großartig finde. Und von daher, ich erwarte da tatsächlich noch ziemlich viel, was die Föderation selbst angeht. Ob das in Sektion 31, die Serie oder Film oder was das ist, gezeigt wird, gerne. Ich finde vor allem spannend, dass wir mit dieser Zukunftsgeschichte, ich mag es nicht so sehr, dass es alles so dystopisch wurde, aber dieser Zusammenbruch der Föderation, der bietet ja auch die Chance, weil wir sehen können, wie sie neu aufgebaut wird. Das fände ich viel spannender als die Sektion 31 Storyline. Ich würde gerne sehen, wie diese positive Vision wieder zusammenzufinden umgesetzt wird. Ich hätte da, von mir aus, macht da eine Politserie draus, macht mal was ganz anderes. Aber ich möchte sehen, wie wir versuchen zusammenzuarbeiten, wie die Völkerverständigung wieder funktioniert, nachdem alles zusammengebrochen war, nachdem sie das Gefühl hatten, wir können uns nicht aufeinander verlassen. Und trotzdem wieder zu dieser positiven Zukunftsaussicht zu kommen, wir arbeiten zusammen, es wird besser. Es gibt immer Probleme, es gibt auch in einer Star Trek Zukunft Probleme, aber wir lernen, dass wir es besser machen können. Das würde ich gerne sehen. Und wenn wir nun mit Discovery schon diese Zukunftsvision haben, die nochmal fast 1000 Jahre später spielt, dann setzt doch mal da an. Dann haben wir wenigstens nicht wieder die Enterprise unter Spock und Kirk. Ja, das ist tatsächlich ein interessanter Aspekt. Also Sektion 31 tatsächlich eine Serie dazu. Mich persönlich, also es wird einen Streaming-Film geben. Ja, also bei Strange New Worlds habe ich auch gesagt, wird mich nicht interessieren, weil wieder was davor ist und wo bin ich jetzt? Insofern sage ich, Sektion 31 wird mich nicht interessieren. Ich werde es natürlich anmachen und wenn ich es mag, werde ich nicht schweigen. Das ist erstmal so, aber ich bin da auch bei Daniela und auch bei Arne. Ich mag den utopischen Ansatz, auch wenn er vielleicht nicht erreichbar ist in unserer jetzigen Zeit. Aber es gibt so viele Philosophen in der Vergangenheit und auch in unserer aktuellen Zeit, die halt verschiedene Gedankenexperimente machen, die Dinge überlegen, was denn möglich wäre, wenn bestimmte Gegebenheiten so wären oder eben nicht wären. Und ich fand es erstmal okay, das war bei DS9 ja auch, dass die Föderation unterwandert wurde von den Wechselbelgern. Und das hat ja auch wie Arne vorhin auch schon sagte, es hat ja eine aktuelle Situation unserer Gesellschaft aufgegriffen und einfach mit einem kleinen Twist in die Zukunft verfrachtet und uns erzählt. Also wie eben gegenseitiges Vertrauen die Gesellschaft stärkt und ein Misstrauen sie auch ganz schnell zerbrechen kann. Also wie schnell kann eine Demokratie brechen, wenn kein Vertrauen mehr da ist. Solche Geschichten werden erzählt und sie wurden meiner Meinung nach auch ziemlich clever erzählt. DS9 ist da sehr erwachsen geworden nach hinten raus. Aber eben andere, also DS9 auch nach hinten raus sehr dystopisch, sehr kriegerisch geworden. Das hat mir persönlich nicht so sehr gefallen. Den Aspekt, wie wird man den Krieg wieder los? Also wie kommt man denn raus aus der Nummer? Und das hat mir immer viel mehr gefallen, wie DS9 ja auch angefangen hat mit der Geschichte, dass eben ein Krieg vorbei war und die Leute sehr starke Hintergrundgeschichten hatten, wie Kira, die immer wieder erzählt hat und wie immer wieder klar wurde, dass nur weil du im Widerstand bist, du nicht unbedingt immer die Gute bist. So, also es gibt kein Schwarz und kein Weiß, sondern es gibt ein Grau. Und Star Trek hat sich getraut, auch das Grau zu erzählen in DS9. Das hat mir immer gut gefallen. Ich mag es immer nicht, wenn es nur wieder schwarz wird. Aber tatsächlich fand ich auch in Discovery den Gedanken gut, mal wirklich in die Zukunft wieder zu springen. So wie uns ja auch TNG wirklich von TOS weggebracht hat. Das fand ich clever. Und auch, dass dann etwas eben vorgefallen ist, was eben die Föderation als solches auch ein bisschen unmöglich gemacht hat. Weil wenn du die Planeten nicht mehr verbinden kannst, weil der Treibstoff fehlt, da hast du ja ein Problem. Und wenn die Kommunikation auch nicht mehr da ist, was willst du denn dann machen? Und dass dann alles zusammengebrochen ist und dass es vielleicht doch alles nicht so stabil war. Das fand ich clever. Und da bin ich bei Daniela. Wenn es jetzt irgendeine Serie gäbe, die da ansetzt bei diesem Thema und sagt, weil das ist bei Discovery klingt das ja durch,
wie kriegen wir denn das wieder aufgebaut? Wie kriegen wir das geflickt? Wie kriegen wir Vertrauen? Wie kriegen wir Allianzen? Wie werden wir wieder gemeinsam stark? Und was hält uns dabei zurück? Und so, da kannst du so Starfleet viel aus der Academy. Gesellschaft aufgreifen. Bitte? Starfleet Das ist die Academy. Frage. Das ist Ja. die Frage, ja. Also jetzt in der 5. Staffel Discovery werden wir noch mal sehen, wie es weitergeht mit dem Wiederaufbau der Föderation. Und dann denke ich auch, dass die Academy-Serie in der Zeit angesiedelt sein wird, ne? Also vermute ich. Und ja, ich finde ehrlich gesagt, um nochmal auf deine Frage, Florian, was die Sektion 31-Geschichte betrifft, aufzugreifen. Ich fand es eine gute Entscheidung, einen Spielfilm draus zu machen, die Serie sein zu lassen. Ich glaube, Michelle Yeoh hat auch entsprechend keine Zeit für noch mehr, aber ich habe sie auch gerne in der Rolle gesehen. Und da sind wir auch wieder bei den Grautönen, ne, Boris, die du erwähnt hast. Da haben sie sich nämlich auch getraut, eben das zu erzählen und ihre Geschichte jetzt zu einem gewissen Ende wohl zu führen. Das finde ich total spannend und das würde ich gerne sehen. Und dann eben auch in der ja vermeintlich fernen Zukunft im 32. Jahrhundert eben die Academy, ne? Also die ja quasi wieder aufgebaut wird und im Zuge dessen hoffe ich, auch wenn wir quasi aus einer etwas kleinen, vielleicht Froschperspektive da drauf gucken, weiß ich nicht genau, aber dennoch irgendwie so ein bisschen mitbekommen im Kleinen, wie dieser Wiederaufbau und die politische Situation sich vollführt in der Zukunft. Das war übrigens auch ein Punkt, der mir an Discovery gefallen hatte. Weil ich bin zum Beispiel auch nicht der große Spiegel-Universums-Fan. Ich fand das immer ein bisschen zwischen manchmal lächerlich und manchmal sehr stark aufgesetzt. Ja. Aber bei DS9 fand ich, haben sie es dann plötzlich gut gemacht oder schon besser gemacht, sag ich mal, aber immer noch sehr überzeichnet. Und bei Discovery hat mir tatsächlich der Story-Arc im Spiegel-Universum gar nicht mal so schlecht gefallen, weil er Absolut, eben nuanciert war. Weil er eben gezeigt hat, dass die vermeintlich starken Herrscherinnen vielleicht doch nicht so stark sind. Und ich fand diesen Twist so schön, wie sie dann zurückgekommen ist in das normale Universum und dann erstmal versucht hat, da quasi ihr, wie sie es eben kennt, zu leben, ihre starke Seite rauszukehren, ihre gewalttätige Art herauszukehren. Die Imperatorin Aber Giorgio. dann Stück für Stück eben lernt und annimmt, dass du mit anderen Mitteln viel engere Bünde weben kannst, mit denen du viel mehr erreichst. Insgesamt. Und also mir war es zu früh zu Ende. Insofern schön, wenn es da einen Film gibt. Ich fand einige Entwicklungen in Discovery sehr fragwürdig und die fragwürdigste ist eigentlich das Mirror Universe. Zum einen, man hat gemerkt, die Serie hat da einen richtigen Bruch erlitten indem man jetzt übergewechselt ist und der Charakter Lorca, der ja aufgebaut worden war als jemand, der unter PTSD leidet, der stark verhaltensauffällig deshalb auch ist und der hat sich herausgestellt, ich bin nur ein ganz normaler Bösewicht und will das Spiegeluniversum beherrschen und der Charakter wurde zerstört. Also der hat für mich rückwirkend keine Bedeutung mehr, weil es war ja alles nur eine Fassade, die er aufgebaut hat. Das bringt mich jetzt zu Georgiou und leider ist Captain Georgiou ja schon im Pilotfilm gestorben und Emperor Georgiou, sie hat was von Captain Georgiou, aber es wurde dann auf Biegen und Brechen so hingebogen, dass Emperor Georgiou dann quasi dann ja mehr oder weniger sogar offiziell die Rolle von Captain Georgiou übernommen hat und das ging mir zu einfach. Also es ist ihr quasi vergeben worden und sie hat quasi neuen Pass bekommen und darf jetzt für Section 31 agieren, wobei man gar nicht weiß, was qualifiziert sie dafür und auf welcher Seite steht sie überhaupt. Und also die Figur, ich finde sie schwach.
Das ist das, was ich meinte mit, wenn der Writers Room irgendwelche Dinge macht, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Ich verstehe genau, was du meinst, und das ist das, was ich gefühlt habe. Es ist halt, wenn ich mir ihre Geschichte angucke, dann halte ich sie für sehr vielschichtig und ich halte sie für sehr differenziert und ihre Entwicklung für ziemlich gut, also für sehr Star Trek-like. Ich hätte mir auch gewünscht, dass es noch weiter auserzählt wird und dass sie nicht am Ende eine große Party machen und vergessen, was sie nicht alles Böses getan hat. Ja. Das wirkte mehr so wie eine Party der Schauspielenden und der Produktionscrew, die es wahrscheinlich auch war. Das ist schön, aber das möchte ich als Zuschauer nicht bemerken. Ja. Das hat mir so ein bisschen missfallen an der Geschichte, aber das schmälert nicht meine Begeisterung für ihre Entwicklung. Ich finde es sogar ziemlich heuchlerisch, was dann in Terra Firma 2 als Georgiou dann durch das Portal gegangen ist, das war sogar ziemlich heuchlerisch, was dann, wie sie dann beweihräuchert wurde, als hätte sie zur Crew gehört. Ich fand sie war schwierig, aber sie war doch ein toller Mensch und nee, das war sie ja nicht. Ich denke tatsächlich, da greift ein bisschen das, was Boris schon gesagt hat. Ich habe es nämlich genauso empfunden. Da wurde tatsächlich so ein bisschen die Grenze verloren zwischen In-Universe-Geschichte, was Georgiou betraf, und eben den Weggang quasi zu zelebrieren für Michelle Yeoh. Ja, das habe ich tatsächlich bei Discovery im Ganzen gedacht. Ich habe gedacht, wow, diese schauspielenden Crew, die fühlt sich wirklich als Crew und total zusammengehörig und das ist richtig schön. Ich hätte das nur auch gerne in der Serie gesehen. So. Sehr und das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen. Zu Lorca übrigens, ich glaube, der hat einfach das Handbuch, was man braucht, um ein Sternenflottenoffizier, Offizierin sein zu müssen, hat er einfach gelesen, man braucht irgendeine Belastungsstörung oder so. Ich meine, die haben ja alle einen Knacks, so, und dann hat er gedacht, ja gut, dann halt Krieg, das passt. Also von daher fand ich das tatsächlich ganz gut. Und zu Georgiou noch, ich finde den Punkt Vergebung tatsächlich ziemlich wichtig und wertvoll. Aber auch das hätte ich gerne besser auserzählt gesehen. So, von daher, ich habe nichts dagegen, dass ihr vergeben wird. Ich hätte es nur gerne erzählt gesehen. Halt das ist bei Discovery insgesamt so, dass da relativ wenig erzählt wird und viel vorausgesetzt wird von Dingen, die dann irgendwie hinter den Kulissen passiert sein müssen. Und das fand ich irgendwie schade, Discovery. Ja, ich würde mir halt wünschen, aber da bin ich wieder bei Daniela, dass man in der Zeit weitererzählt. Weil ich finde, das Bett, was sie da bereitet haben, nicht schlecht. Ja, das ist in Ordnung. Wenn ich mir mal angucke, was TOS gemacht hat, ich meine, das konnte ja keiner ahnen damals, als sie das geschrieben haben. Also was das für ein Wegbereiter war, diese Serie, und was aus diesem Universe geworden ist, das ist ja atemberaubend. Wenn man sich die Serie heute noch mal anguckt und mal vergisst, was draus geworden ist, dann mag man das ja kaum glauben. Aber das hat einfach funktioniert. Und da hat auch einiges geholpert. Und da ist auch vieles nicht logisch miteinander und so weiter. Und die deutsche Synchro, da wollen wir mal gar nicht drüber reden. Die ist unterhaltsam, aber na gut. Aber das hat jetzt quasi Discovery gemacht. Also ich fand das gut, diesen Sprung, wie gesagt. Und sie haben da eine neue Zeit etabliert, eine neue Epoche. Und ja, warum nicht da mal eine neue Serie aufsetzen? Vielleicht 1 oder 2 Protagonistinnen aus Discovery mit reinnehmen. Ich weiß nicht, ob Booker irgendwas mit aufbauen kann oder mir egal. Von mir aus nimmt Michael, ja, warum nicht, wenn sie Lust hat, und erzählt da Geschichten neu und weiter. Ja, braucht man daran anknüpfen vielleicht mal das andere Rezept? Also das Grundrezept von TOS ist weiterhin, wir haben ein Sternenschiff, wir haben eine Sternenflotten-Crew und wir gehen von Planet zu Planet. Das hat man jetzt bei Strange New Worlds erstmal wieder etabliert. Mit DS9 ist etwas komplett anderes passiert. Wir waren stationär, wir hatten die Leben von Zivilisten gesehen. Und wäre das vielleicht mal ein komplett neues Rezept, einfach mal die Sternenflotten-Crew rauszulassen und sich mit anderen Gesichtspunkten aus diesem Universum zu beschäftigen. Das haben sie ja mit Prodigy gemacht. Wir hatten mit Lower Decks auch eine Folge, wo wir mal andere Alien-Crews gesehen haben. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Ansatz, der sehr spannend ist und vielleicht auch nochmal einen neuen Impuls gibt. Ich könnte mir vorstellen,
Das ist ja das, was kommt mit der Serie, über die wir schon gesprochen haben. Wir werden eine Akademie-Serie sehen, die ist sicherlich, oder ich erwarte nicht, dass dieses Sternenflottenschiff fliegt von Planet zu Planet und wir sehen, dass Alien of the Week ist. Das würde da nicht reinpassen für mich, aber überrascht mich. Und das ist auch das, was ich meinte, als ich gesagt habe, meinetwegen macht man eine Politikserie draus. Zeigt uns die Föderationssachen und eben nicht so die Sternenflotte. Andererseits gucke ich Star Trek, weil ich Raumschiffe sehen will, seien wir ehrlich. Also ganz ohne wäre auch doof. Haben sie bei DS9 dann ja hat- auch gemacht, als sie gemerkt haben, ist ein bisschen sehr statisch. Ja. Ja. Dann musst du die Defiant her und die Runabouts und so. Das Wurmloch und dann ging es dann ja doch mal ein bisschen boldly. Bei raus. Picard hatten wir einen privaten Kapitän, also einen privaten Händler, der von A nach B gegangen ist. Ich könnte mir aber zum Beispiel Picard auch Season 1 vorstellen, war ja auch nicht sehr spacey. Also das stimmt. von daher kann man sich vorstellen, dass ein Nicht-Space-Setting, das ab und zu mal in den Weltraum geht, würde funktionieren. Also ich könnte mir auch, was weiß ich, Starfleet Emergency Room oder Starfleet CSI, könnte ich mir prinzipiell vorstellen. Oh ja, schön. Absolut. Nochmal ganz kurz, also kritischen Außenblick auf die Föderation, den finde ich auch ganz wichtig und den haben wir immer mal so ein bisschen anklimmen und auch zum Beispiel in der ersten Staffel Discovery, dass die KlingonInnen da nochmal drauf gucken, wer sind denn die Föderation und wie kommen die quasi über uns und in der ersten Staffel Prodigy haben wir das ja auch, ne? Das ist eine total spannende Sicht und das würde ich mir noch mehr wünschen tatsächlich, ja. Interessanter Perspektivwechsel war das. Ja. Also die Föderation ist ja sowieso auch schon bei TNG immer wieder kritisch beleuchtet worden. Also das klingt immer wieder durch und das ist ja bei den neueren Serien Es wird nie so richtig aufgearbeitet. Es gibt selten dann tatsächlich eine richtige Einsicht, will ich mal sagen, dass man vielleicht doch mal anders auftritt in mancher Hinsicht. Richtig. Die kritische Sicht auf die Föderation war ja vor allem immer, dass da plötzlich irgendwelche internen Leute dann böse wurden. Aus was für Gründen auch immer. Ich meine, es ist ja in jeder Serie mehrfach passiert, dass da, ich meine, Picard, erste Staffel, da waren auch natürlich innerhalb der Föderation böse Leute plötzlich. Und das aufzuarbeiten, das klappt mal mehr, mal weniger, aber das können sie ganz gut. Aber nochmal kritisch auf das eigene Tun, auf die, in Anführungszeichen, wie Florian es nannte, die Guten zu gucken, das finde ich nochmal ganz wichtig. Das Aber haben wegen wir ja. mir erzählt gerne mal eine Geschichte von einem neuen Volk irgendwo da draußen, was gerade den Warp-Antrieb entwickelt und dann Besuch von der Föderation bekommt. Und Aus deren Perspektive. Aus deren Perspektive. Wie funktioniert denn so ein Beitritt? Und möchte man das? Und kommen dann noch andere und sagen, willst du nicht lieber zu uns? Und wie läuft denn sowas eigentlich ab tatsächlich? Also in Strange oder New erzähl Worlds, mir eine erste Staffel, Serie erste Folge. Ja. War das ansatzweise drin, ja. Ja. War das ansatzweise drin. Oder mach eine Serie, wo verschiedenste Geschichten auf verschiedensten Planeten verschiedenster Völker behandelt werden. So lauter Einzelgeschichten, wo sich im Laufe der Staffel, also immer eine abgeschlossene Geschichte, was Eigenes, immer mit einem anderen Volk, vielleicht auch mal Schnitte zu was anderem, wo sich dann vielleicht im Laufe der Staffel ergibt, die Geschichten sind irgendwie miteinander verwoben oder lösen gemeinsam irgendwie ein Problem oder auf eine Art und Weise, auf die wir am Anfang noch gar nicht gekommen wären. Irgendwie, also es gäbe so viele Möglichkeiten, was zu machen, glaube ich. Und wie gesagt, inzwischen habe ich die Hoffnung, dass nicht nur wir da drauf kommen. Wir haben Seven of Nine schon angesprochen. Ich wüsste gerne mehr über die Fenris Ranger. Also auch das ist was ich wirklich gerne sehen würde und es würde den kritischen Blick auf die Sternenflotte bringen, denn Seven ist nicht unbedingt begeistert und ich habe den Eindruck, das sind sie alle nicht. Wie leben die eigentlich? Was machen die den ganzen Tag? Also könnte ich mir auch eine Serie von angucken. So, ich werde langsam mal die Zielgerade einbiegen und da habe ich eine Frage für jeden von euch und das ist immer wieder die gleiche. Was wünscht ihr euch von Star Trek? Wir machen das große Wünscht ihr was. Ich glaube, ich fange mal für mich an und zwar mein Wünscht ihr was ist ein relativ Meta-Wünscht ihr was und das hat mit der Streaming-Plattform zu tun. Dass Star Trek immer so ein bisschen schwierig zu halten ist auf der einen oder anderen Streaming-Plattform. Dann hat man sich bei Amazon eingeshoppt, dann ist es nicht mehr bei Amazon oder bei Netflix, sondern zieht gleich weiter, dann hat man Paramount Plus. Und man muss der Serie sozusagen hinterher shoppen, habe ich ein bisschen das Gefühl.
Das könnte für mich zumindest ein bisschen stabiler werden, dass man sich einschließen kann, da ist der Streamingdienst, da hat man Star Trek, die Serien, alle Filme oder wenigstens das Aktuellste zur gleichen Zeit. So, das wäre mein Wünsch dir was. Und wir machen das wie vorhin in der Vorstellungsrunde. Ich gebe dann einfach weiter und ihr dürft den Stab selber weitergeben. Und dann nehme ich mal den Jörg. Was wünschst du dir denn? Dass es weitergeht. Das Einzige, was ich mir wünsche. Was soll ich sonst sagen? Ich merke, ich bin hier ein bisschen fehl am Platz, weil ich Star Trek für mich ganz anders da herangehe. Und für mich ist einfach wichtig, macht mehr, dann habe ich was zu tun und dann bin ich glücklich. Mehr brauche ich nicht. Ja, ich wünsche mir, dass Star Trek sich selbst treu bleibt, ohne sich dabei zu wiederholen und ständig selbst zu referenzieren. Dass es neue Wege ausprobiert und dass natürlich auch die Macher auf die Fans hören, wobei bei letzterem bin ich mir inzwischen relativ sicher, dass es auch geschieht. Ja, also da muss ich mich anschließen. Ich wünsche mir weitere Experimente, wie wir sie jetzt gesehen haben, und ich wünsche mir auch mal welche, die mir nicht gefallen, weil die gefallen dann anderen. Ich möchte einfach, dass Star Trek, so wie es mit Discovery, Lower Decks, Prodigy jetzt ist, etwas ist, wo viele Leute auch was finden können und viele Leute vielleicht auch guckt mal, wenn wir alle zusammenarbeiten, kann es besser werden, positive Vision dann vielleicht für sich rausziehen können, selbst wenn das konkrete Produkt dann nicht mehr was für jeden ist, sondern vielleicht eher nischig. Das würde mir gut gefallen. Ja, also ich sehe, dass es weitergeht. Ich glaube, es gibt ja ganz viele Sachen, die gerade in der Mache sind. Ich hoffe nicht, dass jetzt der Streik zum Beispiel dazu führt, dass ganz viele Entscheidungen zurückgenommen werden. Also von daher sehe ich ja, dass es läuft. Mein großes, in Anführungszeichen, Sorgenkind ist Star Trek Prodigy, das ich sehr, sehr liebe. Und die zweite Staffel ist in der Produktion, soll bis Weihnachten fertig sein. Und ich wünsche mir sehr, dass es eine neue Heimat findet und dass dann diese Plattform auch dazu in der Lage ist, uns alle mitzunehmen, dass wir weltweit gucken können und auch Merch und Staffelboxen kaufen können. Ja, schwierige Frage. Ich wünsche mir mal nichts von Star Trek selbst, weil da habt ihr schon tolle Wünsche geäußert. Ich wünsche mir was vom Star Trek Fandom, also von allen Fans von Star Trek, dass sie den offenen Star Trek Geist zelebrieren, wie das sehr, sehr viele tun, aber eben leider nicht alle, wenn man so auf den Social Media unterwegs ist. Also nur weil man eine Staffel oder eine Serie nicht gut findet, heißt das ja nicht, dass Star Trek plötzlich scheiße ist oder dass das jetzt nicht mehr mein Star Trek ist, ja. Also Asche auf mein Haupt, ja, auch ich wurde geläutert. Es ist einfach so, dass selbst in dem Schlechten viel Gutes steckt. Wir haben drüber gesprochen und ich würde mir wünschen, dass viele Fans einfach mehr Star Trek im Herzen haben, wenn sie durch ihr eigenes Leben gehen. Vielleicht nicht nur beim Blick auf neue Star Trek-Serien, sondern auch mit dem Blick auf ihre Nachbarn einfach. Also so abgedroschen das klingen mag, aber seid einfach mal nett zu euren Nachbarn. Fasst einfach mal mit an. Rollt einfach mal die Mülltonne mit nach vorne oder so und sagt nicht, nee, ich bin heute nicht dran. Weißt du? Einfach mehr so diesen Spirit mal wirklich verinnerlichen und nicht nur, wenn ihr mit Fans spricht, sondern geht so bitte durchs Leben. Lebt Star Trek. Ja, danke. Ja, ich wünsche mir eigentlich, dass es auch weitergeht und dass mal wieder solche Sachen wie DS9 passieren, wo man einen anderen Blickpunkt reinkommt, dass eine komplett andere Welt war, wo das angenommen worden ist. Auf der anderen Seite kann ich auch sehr gut Florian nachvollziehen. Also für mich war es auch so, ich habe mit Streaming-Diensten Netflix angefangen, genau weil Discovery da war und war dann sehr enttäuscht, dass es plötzlich irgendwie verschwunden ist. Also dieser konstante Zugriff auf Star Trek fehlt mir. Ihr habt so begeistert von Strange New Worlds gesprochen. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe die ersten 2 Folgen nur geschaut, aber dann halt keinen Zugriff darauf gehabt. Prodigy ziemlich ähnlich. Und auch neulich, ich war in einem Buchshop, der sich spezialisiert hat auf Science Fiction und Fantasy. Und das Regal von Büchern war
nicht vorhanden. Es war nicht vorhanden. Es ist halt auch einfach nicht mehr die Medienlandschaft wie zuvor, dass man halt unterschiedlichste Romane und dann verschiedene Bücher dazu kaufen kann. Das ist halt wieder Einzug hält in alle Medien und sich vielleicht nicht nur einfach auf Twitter, Instagram und Co. konzentriert. Ich gehe tatsächlich noch einen Schritt weiter raus. Ich wünsche mir, dass viel mehr Leute mit Star Trek in Berührung kommen und Star Trek zu schätzen wissen und Fans werden, die dann all das tun sollen, was Boris gesagt hat und die dann all das machen, was Jörg gesagt hat. Also, ne, wenn das Franchise größer wird, kann das quasi nur besser sein für alles, was da produziert wird. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, auch falls es bei mir anders rübergekommen ist, ich bin sehr froh über alles, was wir an Star Trek bekommen. Deswegen, ich habe mich über die 3 Filme gefreut, die neuen. Ich habe mich über Star Trek Discovery gefreut. Ich habe auch jede Folge davon gesehen und mich gefreut. Natürlich war ich zwischendurch enttäuscht, aber trotzdem sind da immer Dinge drin, die ich unglaublich gut finde und wo ich weiß, dass es Leute gibt, die genau das unbedingt sehen wollen bei Star Trek. Und für die ist es dann eben. Und deswegen, Star Trek ist einfach großartig. Besseres Schlusswort hätte ich gar nicht sagen können. Also Star Trek ist positiv. Ich finde das auch super, was Boris gemacht hat. Man soll Star Trek leben, die Positivität auch anderen gegenüber geben. Und ich hatte schon die eine oder andere Aufzeichnung mit Jörg und der hat mich auch so ein bisschen inspiriert dadurch, dass er immer über das Positive in Star Trek gesprochen hat. Und das finde ich ist wirklich ein Aspekt, den müssen wir beibehalten, den sollten wir beibehalten. Und ja, da bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als euch zu danken, meinen Gästen Jörg und Bernd und die 4 unter Deck. Und inzwischen ist mir auch aufgefallen, warum die unter Deck sind, die Lower Decks. Nein, natürlich habe ich das relativ früh verstanden, aber ich musste erst mal 2 Minuten drüber nachdenken. Und als ich den Podcast dann gehört habe, wurde es mir auch klar. Und ich danke euch. Ich danke Jan, meinem Co-Host, der mich ja jetzt schon 6 Aufnahmen begleitet hat. Und meiner sehr guten Produzentin Anke, die immer im Hintergrund stillschweigend und aufopferungsvoll dafür sorgt, dass die Aufnahme läuft, auch wenn gerade alles schief geht. Und ich darf trotzdem in die Kamera lächeln. Und wie sagt man, hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine sehr erfolgreiche Frau oder so ähnlich. So, dann möchte ich euch... Darf ich euch noch einen Dank hinterher schießen? Und ich glaube, ich spreche für uns alle 4. Vielen, vielen Dank für Memory Alpha, auch auf Deutsch, wenn wir schon hier zu Gast sein dürfen. Es ist eins der Standardwerke, die uns bei der Recherche zu diesen Episoden dient. Vielen Dank dafür. Regelmäßig. Und das erweitere ich auch noch. Also vielen Dank, Bernd, für deine Seite und vielen Dank, Jörg, für deine Recherche und die Liebe, die du mit uns teilst. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Vielen Dank. Gern geschehen. Und vielen Dank für die Einladung. Ja, ich danke euch, dass ihr darauf reagiert habt, dass wir euch angeschrieben haben und dass wir zum Abschluss dieser Serie zum Memories Alphas Geburtstag eine sehr interessante Podiumsdiskussion sozusagen hatten als Highlight-Folge zum Schluss. Und ich muss auch meinen Dank richten an Florian für einfach diese Idee, das ins Leben zu rufen, für die Hartnäckigkeit, Leute anzuschreiben und dann diese Leute auch noch Leute anschreiben zu lassen und auch für die geniale Schnitttechnik, die er da und die ganze Zeit, die er da reingesteckt hat. Das ist einfach genial und ich bin sehr dankbar, dass ich Teil von diesem Projekt sein durfte und auch in Form von Memory Alpha damals es hat einen großen Stellenwert gemacht und dass ich auf diese Art und Weise über Star Trek hier in dieser Runde sehr viel Spaß hatte. Dann sage ich Dankeschön, auf Wiedersehen und lebt lang und in Frieden. Bleibt gesund. Ja. Genau. Macht's gut. Schönes Wochenende noch.